Ankündigung und wir werden noch Fotos angucken, wo er uns geschickt hat. Und zusammen werden wir uns das zusammen durchgehen. Genau. Also, dann gehen wir mal zu der ersten Frage. Genau, ich wollte es auch noch kurz für euch alle als Info. Ich wollte es zuerst als Querformat noch machen, aber leider hat das technisch nicht mehr ganz hingehauen. Deswegen machen wir es heute alles im Langformat. Dafür gibt es ein bisschen mehr Zuschauer. Also, Max, wir gehen mal in die erste Frage rein. Also, was hat dich Sehr gerne. damals, ja, genau, sorry, ein bisschen noch voll im Film. Jedenfalls, meine erste Frage an dich, was hat dich damals motiviert, in die Ukraine zu gehen? Also, warum hast du dich dafür freiwillig gemeldet? Eigentlich ganz simpel. Ich habe einfach beruflich schon sehr viel mit Menschen zu tun, notfallmäßig mit Menschen zu tun, gerade im Rettungsdienst oder jetzt im Klinikalltag. Und ja, je mehr man über diesen Krieg erfährt, und je tiefer man in diese ganze Materie einsteigt, desto mehr merkt man eigentlich, wie sehr diese Menschen dort Hilfe brauchen, gerade das ukrainische Volk, gerade die ukrainischen Soldaten, wie die Gesundheitsversorgung vor Ort ist. Und ich bin dir ganz ehrlich, ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr länger hier in Deutschland sitzen, mir das angucken und mir jedes Mal denken, ja, das wäre doch eigentlich schon eine gute Entscheidung, dort zu helfen. Und Definitiv. dann war das eigentlich eine Entscheidung innerhalb von einer Woche zu sagen, ich helfe da. Definitiv, also das ist eine sehr lohnenswerte Entscheidung. Ich denke, auch so Menschen wie du, wo halt wirklich auch medizinisch ein bisschen vorgebildet sind, haben da eine sehr große und wichtige Aufgabe, wo halt jedes Leben, Menschenleben, egal welcher Seite man steht, wo gerettet wird, ist eins mehr, wo dann auch vielleicht wieder beim Aufbau und auch ein gutes Leben führen kann und seine Familien zurückkehren, weil ich denke, wir haben alle trotzdem Müttern, wo weinen um uns, falls wir sterben sollten. Und wenn du sie halt die Söhne zurückbringst, dann hast du halt schon eine sehr wichtige Aufgabe gemacht. Also da musst du dir nichts vorwerfen in dem Moment. Gut, dann gehen wir mal zur zweiten Frage. Wie hast du diese Situation vor Ort erlebt? Also was hast du genau erlebt? Hast du dort viel Verwunde gesehen, wie man es im Film vorstellt, oder hast du es ein bisschen anders wahrgenommen? Ähm, also es wird schon sehr viel, ich sag mal, weggelassen, gerade in den Reportagen. Klar, man kann nicht alles zeigen. Ähm, Es ist im Großen und Ganzen sehr angespannt, würde ich behaupten. Die komplette Situation vor Ort. Ähm, ja, es sind einfach sehr, sehr viele Verletzte. Ja, es sind sehr Mhm. viele Verletzte, es sind sehr, sehr viele Tote. Ähm, die, die, Es ist einfach Krieg, ja. Ja, Ja. also Und es ist ganz ungeschönt, einfach was ganz Schlimmes, was dort unten ist. mhm. Und ja, ich glaube tatsächlich, es gibt keinen Film, der das so gut zeigt. Ja, das ist eine ganz neue Art von Krieg, die Definitiv. dort unten herrscht. Ja. Und ja, im Großen und Ganzen ist es ganz, ganz schlimm, was dort unten passiert Ja. zurzeit, ja. Ja, also ich denke, da siehst du extrem viel, besonders halt die ganze Verwundete. Besonders der Feind kann überall sein, ist mit den Drohnen und alles. Das ist halt nur ein so ein, bös gesagt, wo du plötzlich reinstürmt und dann bist du schon weg. Man muss da extrem aufpassen und ich denke, ja, besonders die Menschen auch zu stabilisieren. Die Verwundungen sind auch wahrscheinlich anders, als man vorher gekannt hat. Sie haben mehr Ja, Explosionswunden. Ich habe mal was gehört gehabt, eine Statistik von 60% werden von FPV-Drohnen verletzt, 20% von Artillerie und dann noch, ich glaube, die letzten 5% sind nur noch Schusswunden und dann nochmal 5% alles allgemeine Unfälle und so weiter. Würdest du so das so tatsächlich jetzt. bestätigen? Ja, also du hast sehr wenig, ja, was heißt wenig Schusswunden, würde ich jetzt mal behaupten. Viele sind FPV-Drohnenverletzungen Mhm. oder gerade Verletzungen durch russische Shahid-Drohnen, Ja. die ungebremst ins Ziel rauschen. Viel Splittereinwirkung einfach, Okay. viele verschiedene Verletzungsmuster, gerade Mhm. Clustermunition, thermobare Munition, Ja. Minen, das sind einfach, glaube ich, so vorherrschend dort momentan und viel wird einfach dort unten momentan mit FPV Ja. und Artillerie entschieden, ja. Ja. Also du merkst halt, es ist schon brutal. Besonders sind halt Sprengverletzungen. Kannst mir gut vorstellen, dass da etwas ein bisschen fehlt, kann man so sagen, vom Körper meistens. Ja. Doch, doch, Ja. also sehr häufig. Ich habe Verletzungsmuster gesehen Mhm. von
FPV-Drohnen, die in den Rücken geflogen sind, bis Abrissverletzungen der Beine, Arme. Ja, man hat eigentlich so ziemlich alles. Ja, Abrissverletzungen quasi der ganzen linken Thoraxhälfte. Ähm, ja, das ist halt ja. einfach dann auch sehr schwer zu behandeln Mhm. und sehr schwer zu stabilisieren, weil es einfach so großflächig ist und Ja, die Patienten einfach so schnell so viel Volumen, also Blut verlieren, dass man da ganz, ganz schwer irgendwie Herr der Lage wird. Ja. ja, also es ist brutal. Also ich habe auch, glaube ich, noch vor dem Krieg ein bisschen mit einem Kumpel kurz mich unterhalten gehabt und dort hatten wir uns so Gedanken gemacht. Ja, früher hatten wir also wir haben immer noch diese ganz schmalen Plattenträger, also diese Cry Precision, wo halt wenig abdecken. Aber genau in dem Fall von der Ukraine ist es genau falsch, weil du musst ja heute eher gegen Splitter geschützt sein wieder. Weil besonders wir haben uns immer gelacht gehabt über unsere alten 90er Jahre Splitterschutz, so einen Kragen hast, wo du Mhm. reinlegen kannst, aber eigentlich sind die genau wichtig, genau für so einen Konflikt, dass du halt wirklich von oben bis unten geschützt bist von Splitter. Ja. Ich würde behaupten, die Ukrainer, die kommen jetzt langsam wieder gut auf den Trichter, dass sie da wieder zu dem Altbewährten Mhm. zurückgreifen. Gerade diese ukrainische Firma MTech, die einfach viel Militärzubehör dort unten vertreibt, die stellt mittlerweile einfach viel Körperpanzerung her, gerade für die Beine, für Ja. die Oberschenkel, für den Hals, für die Arme und Ja. dass man da einfach gegen diese Splitterwirkung besser geschützt ist und diese SK4-Schussplatten, die Mhm. sind wichtig, aber meiner Meinung nach momentan eigentlich nicht Nicht mehr Erfahrung zu vorherrschend. diesem Krieg, kann man so sagen. Also vielleicht am Anfang vom Krieg war es eher noch, dass man auf feindliche Kräfte gestoßen ist, aber da ist es eher, Ja, dass man halt eher von weiter aufeinander schießt, kann man so sagen. Also ich habe auch was ja. gehört gehabt, dass man heute mehr im Loch ist zum Beispiel und die Mhm. FPV-Drohnen halt, wo oben dran durchfliegen und sie sagen nur, ey, Richtung Osten, das sind feindliche Kräfte, 200 Meter bekämpft und da geht man Ja. ganz kurz aus dem Loch und dann zieht man sich zurück. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch ein bisschen so miterlebt, oder? Ja. Doch, das ist eigentlich viel abwarten, viel FPV-Drohnen-Einsatz, viel lokalisieren, viel gezieltes Angreifen mit FPV-Drohnen, viel Aufklären durch FPV-Drohnen, muss man schon sagen, und dann die Koordinaten der Artillerie durchzugeben. Ähm, Mhm. auf russischer Seite sowie auch auf ukrainischer Seite, da schenken sich beide nicht viel. Ähm, ja, doch, das ist eigentlich dieser Drohnenkrieg da unten, das ist tatsächlich sehr Extreme, ja. vorherrschend. Ja, da komme ich halt schon mal zur dritten Frage. Welche Herausforderungen hattest du bei Verletzten der Evakuation? Also, dass du halt die Leute weggebracht hast von der Front, weil warst ja bis zum Feldlazarett, dann hast du sie in die Spitäler gebracht. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen noch rausgehört, du Genau. hast ja auch noch Leute in zivilen Ort wahrscheinlich auch noch gerettet und so, also stabilisiert, kann man so sagen. Weil das ja noch von Ähm, Shahid-Drohnen geredet. genau, also Mhm. ganz selten tatsächlich. Wir Mhm. haben hauptsächlich, weil wir einfach Teil des ukrainischen Militärs Okay. waren, hauptsächlich ukrainische Soldaten evakuiert und Mhm. versorgt. Klar rutscht da immer mal wieder ein Zivilist mit durch. Da Ja. geben wir uns dann natürlich genauso viel Mühe und zeigen genau denselben Einsatz wie bei denen. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns eigentlich schlicht auf ukrainische Soldaten Ja. konzentriert. Fokussiert, ja. Einfach auch in dem Einsatzgebiet, in dem wir unterwegs waren, war eigentlich Mhm. Zivilbevölkerung nicht mehr so extrem. Die Schahid-Drohnenangriffe waren dann später tatsächlich in den großen Städten, Mhm. ähm, wo wir dann schon quasi in die sicheren Krankenhäuser evakuiert haben. Ja. Ja. Ah, das ist wirklich also spannend, kann man so sagen. Ja. Jetzt eine kurze Frage, hast du auch russische Leute evakuiert oder nur Ukrainer ausschließlich? Also, okay, ja, wahrscheinlich Nee, hätten sie selber nur abtransportiert mit aus, dem Militär, oder? genau. Also ich weiß tatsächlich nicht, wie die Russen das genau handhaben. Mhm. Viel Mhm. lässt man liegen tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht wirklich, warum die russische Ausrüstung, diese IFACs, sagt ihr bestimmt was, Mhm. diese persönliche, ich sag mal, Erste-Hilfe-Ausrüstung des Ja. Soldaten, ähm, ist bei den Ukrainern relativ ausgeprägt mittlerweile. Die Russen, ja, es gab so Momente, wo man das mal durchgeguckt hat, was die Russen da drin haben. Das sind dubiose Spritzen drin und Substanzen, dann ein paar Gummibänder, die man da als Tourniquet irgendwie so Ja, ein bisschen verwendet, genau. Kompressen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist
weniger darauf abgezielt, dass man die Soldaten, die da in den Gräben kämpfen, So das Leben oder rettet, bei so in dem Sinn. Waffen, Ja. Ja. dass man die da großartig Mhm. evakuiert und rausholt, so wie wir das jetzt Ja. quasi mit der Armee getan haben. Ja. Okay. Ich wollte einfach, meine Frage war, aber es ist auch gut, was du gerade erzählt hast, weil meine Frage war nicht, in dem Sinn, habt ihr auch russische Soldaten zum Beispiel evakuiert, wo gefangen genommen worden sind und schwer verletzt waren Ach oder? so, nein, Ah, das nein, nicht. Ah, okay. nein, nein. Hast du mal das die Ukraine selbst, weil du bist ja als Freiwilliger dort gewesen und nicht als, sagen wir so, richtige Militärkompetenz, sondern du hast ja wirklich die Leute evakuiert gehabt, genau. So, gab es besondere prägende Momente in der Ukraine, wo du dir geblieben sind zu dieser Zeit? Ja, doch, ich würde auf jeden Fall sagen, die Schahid-Drohnenangriffe, die ich damit gekriegt habe, damals in der Stadt, das war schon prägend, weil man halt einfach nicht absehen kann, wo das einschlägt. Man hört diesen Zweitaktmotor, der da über einem kreist, Mhm. aber kann jetzt nicht wirklich abzielen, okay, knallt das jetzt direkt vor einem ein oder knallt das Ja. 400 Meter weiter weg ein. Da macht man sich natürlich schon Gedanken, aber ich würde schon hauptsächlich behaupten, Mhm. so diese Dankbarkeit der ukrainischen Soldaten, die war schon sehr prägend Mhm. und einfach dieser Umgang, ja, dieser Umgang mit den Soldaten, Mhm. untereinander mit den Soldaten, das ist einfach was, was du so, glaube ich, auf der Welt in dem normalen Notfallbetrieb, Krankenhaus, Rettungsdienst einfach so nicht erfährst. Und vieles ist einfach auch ganz unüblich. Und doch, also gerade so der Kontakt mit den Soldaten, die einfach ihre Dankbarkeit zeigen, dass man denen da quasi den Ja. Arsch von der Front wegrettet, ja. Ja, weil besonders, ich denke, die haben alle Familien, wo sie wiedersehen wollen und Menschen wie du, wo sie wirklich stabilisieren und nach Hause bringen. Ich sage immer so, dankt immer den Medics, weil die sind sehr wichtig, weil die sind genau die, wo euch den Arsch retten. Dacht ja auch nicht eine Grundausbildung aus, sondern das sind genau die Ja, Leute, wo du am meisten Dankeschön sagst, wenn dein Arsch mal weggeschossen ist, egal wie hart du bist. ja, ja. Ja, genau. Wie hast du auf die Evakuation der Einsätze vorbereitet? Das ist mal so die nächste Frage, weil wir sind jetzt eine neue Phase, genau. Tatsächlich kamen die Aufträge immer recht spontan. Mhm. Ähm, gut, wir waren 24/7 im Einsatz. Wir Okay. hatten Notfalltelefone. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Alarmton beim iPhone. So ging das dann immer los. Mhm. Und sobald das dann kam, ähm, hat man sich schnell angezogen, ist los. Passt. Und meistens habe ich eigentlich nur Musik gehört auf dem Weg Ja, klar. ins Kampfgebiet. Ähm, habe gar nicht so extrem viel drüber nachgedacht, wo man jetzt gerade ist Ja. oder was da auf einen zukommt. Man Mhm. konzentriert sich da relativ stark darauf, okay, welche möglichen Verletzungsmuster Mhm. werden jetzt auf einen zukommen, welche Medikamente habe ich da, wie kann ich Ja. am besten die Blutung stoppen, richte mir vielleicht schon ein paar Schmerzmedikamente hin, ein paar Infusionen hinrichten und mach mal die Heizung hinten in der Rettung Ja, schon mal wichtig. an, Wichtig. dass der Soldat da nicht auskühlt. Ja. Und Ja. ja, ja, aber ich würde sagen, Musik war so der meiste Begleiter, ja. Ja, Musik, ja. Ich denke auch, ja, das ist klar, ihr habt ja auch nicht gerade Patienten gehabt, wo stabilisieren müssen werden, weil sie wurden ja schon vorstabilisiert, meistens bei den Feldlazaretten, kann man so sagen. Und dann habt ihr sie ja nach hinten gebracht. Oder waren sie teilweise immer noch in Ähm, Lebensgefahr, diesem Moment? ne, also ich würde sagen, größtenteils waren die ja nicht wirklich richtig stabilisiert. Mhm. Ähm, Meistens hatten sie immer noch Blutdruckprobleme. Das Problem liegt einfach daran, dass gerade in den Set Points, in den Stabilisierungspunkten, die Mhm. Versorgung, was Medikamente angeht, nicht wirklich super gewährleistet ist Ja. und man viel improvisiert mit Medikamenten, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, um jetzt zum Beispiel den Blutdruck zu senken oder ähnliches. Und da haben wir quasi in den 2 Stunden Transport, 2,5 Stunden Transport, die Patienten da meist bei uns hatten, haben wir schon viel übernommen. Wir haben zum Teil direkt schon intubiert, beatmet, die ins Koma versetzt, ja, Verbände erneuert, Antibiotika, Antibiotikagaben, versucht, Blutungen, die immer noch da waren, zu stoppen.
Mhm. Und man muss einfach sagen, für viele Step Points ist eine Stabilisation schon, wenn sie das Tourniquet an der Abrisswunde am Bein dran lassen. Ja, klar. Und dann ist es einfach nur ein bisschen eingewickelt. Meistens war das einfach eine dreckige Plastiktüte, die über den Stumpf gestülpt worden ist. Ja, Und dann versuchst du die halt mit Dranex und ja, einem Druckverband, den du versuchst da irgendwie zu etablieren, ja, so noch zu stabilisieren. Aber ja, ja, so richtig stabilisieren können halt einfach nur die Schockräume dann in ja, den klar. jeweiligen Es sind halt viele, Krankenhäusern. ja. Ja, es sind halt wirklich viele Genau. Wunden, wo man überall hat. Und ja, ich kann es mir gut vorstellen, durch die Schrapnelle hast du ja auch überall Blutungen, wo du dann Du hast auch, halt absolut auch keine Diagnostikmöglichkeit. Also ne, wir hatten halt unser Stethoskop und mhm, das war's an großer Diagnostik eigentlich. Wir hatten ja, einen Monitor zur Überwachung der Herzfrequenz, des Blutdrucks und ja, der Sauerstoffsättigung, eine Beatmung und das war's halt dann ja, eigentlich auch, was wir hatten. Und dann versuchst du halt irgendwie mit alten Methoden, die eigentlich gar nicht mehr so richtig verwendet werden, da ja, irgendwas zu reißen. Ja. ja, Aber klar. du kannst halt einfach nicht in den Bauch gucken. Du hast keinen Ultraschall dabei. Du Mhm, siehst nicht, wie weit geht das Schrapnell jetzt in die Lunge. Hat er einen Pneumothorax? Sammelt sich im Pleugerspalt Blut? Das sind halt alles so kleine Dinge, die du dann auf Verdacht anfängst zu behandeln, um mhm. da einfach Zeit zu schinden. Ja. Ja, klar, weil du musst ja auch, sagen wir so, kleine Sachen können schon gut sein, wenn stabilisiert sind. Und auch im OP-Saal können sie sich aufs Wesentliche konzentrieren. Ja, also ich denke auch, ich habe es auch mitgekriegt, dass es aktuell auch schwierig ist, wenn du privat als Zivilist einen Arzt brauchst, ist es relativ schwierig, weil natürlich alle Ärzte aktuell an der Front sind und jeder, wo ein bisschen medizinische Ausbildung gerade in den Dienst reingenommen wird, ist ja auch normal, ist ja auch bei uns nicht viel anders, Ja. genau. Dann kommen wir noch, wir haben ja schon ein bisschen von Ausrüstung geredet, also welche Ausrüstung hast du da zur Verfügung gehabt? Du hast gesagt, ja schon ein Herzfrequenzmessgerät oder noch andere Sachen, genau. Nur medizinische Ausrüstung Also, oder persönliche? also medizinisch, genau, medizinische Ausrüstung, ja. Okay. Mhm. Also wir hatten 'n Monitor, ich würde mal sagen, handelsüblich, wie es in jedem Krankenhaus eigentlich vorhanden ist, an jedem Überwachungsplatz. Mhm. Blutdruckmanschette, Sauerstoffsättigungsmessgerät und 'ne kleine EKG-Ableitung. Dann hatten wir eine kleine Beatmungseinheit Mhm. auf den Wägen. Wir hatten, Perfusoren, also automatisierte 'ne automatisierte Gabe von in Spritzen aufgezogenen Medikamenten, ganz praktisch, wenn man Propofol, 'n Narkosemedikament, Mhm. einfach über den Zeitraum geben will, da muss man nicht die ganze Zeit dran stehen und das per Hand nachdrücken. Ja, klar. Oder Schmerzmedikation, auch super. Und dann hatten wir noch einen Defibrillator, einen alten Lifepack, falls es hart auf hart kommt, dass wir da noch mitarbeiten können. Ja. Und ansonsten, ja, Medikamente verschiedenster Art, Deutsch, Englisch, Ukrainisch. Ähm, ja, viel Verbandsmaterial, viele Tourniquets, Mhm. viele Stiffnecks, ja, und dann Flüssigkeiten, Ringerlösungen, Jono, alles Mögliche eigentlich an was wir zuführen können. Sehr Genau. spannend. Also, woher habt ihr genau die Ausrüstung gekriegt? Hat es Leute gegeben, wo ihr was gespendet haben oder habt ihr es direkt von der Genau, also ukrainischen Bevölkerung gekriegt? viel wird tatsächlich gespendet. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene NGOs, die da regelmäßig spenden. Ein Teil der Medikamente kommt direkt von den Ukrainern. Mhm. Die ja, geben halt ab, was sie können, was tatsächlich nicht so wirklich viel ist. Und dann ist man tatsächlich stark darauf angewiesen, dass einfach aus dem Ausland Medikamente einfach zugeführt werden. Mhm. Und so hat sich das dann alles ein bisschen ja, zusammengebaut, eigentlich alles. Ja. Definitiv, also sicher keine einfache Situation. Ja, gab es auch eine Situation, wo du musstest improvisieren zum Beispiel in der Zeit, also dass du gemerkt hast, das fehlt und du musst halt schnell drauf reagieren oder sowas. Also ich glaube tatsächlich, Improvisation war eigentlich durchgehend so ein Mhm. bisschen unser Ding. Mhm. Ähm, ja, du hast hier halt viel Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, von Medikamenten zu Nutzen gemacht, um das Hauptproblem zu behandeln. Mhm. Ja, ähm,
das war einfach so ein bisschen das Ding. Ich meine, an Tourniquets waren wir super ausgestattet, an Verbandsmaterial, Ja, super Sachen, alles, was das Militär hat, ob Deutschland, Schweiz, Amerika, da hatten wir tatsächlich echt alles da. ja, Und ja, dann versuchst du halt, den Patienten irgendwie warm zu halten. Wir hatten so, ja, wie sagt man, so alte Pferdedecken, sagt man in Deutschland. ja. Das sind so ganz graue, kratzige Decken. Dann packst du den halt da irgendwie ein, versuchst das irgendwie festzuschnallen. Mhm. Meistens passen die Liegen nicht wirklich in die Autos rein. Okay. Dann tust du das da irgendwie noch ein bisschen rein oder ja, aber sonst, ja, du versuchst eigentlich hauptsächlich improvisationsmäßig die Nebenwirkungen der Medikamente dir zunutze zu machen, Ja ja. klar. Also bei uns hast du auch noch gesagt, gehabt, das Problem gab teilweise, dass gewisse Medikamente auf Ukrainisch geschrieben sind. Das ist ja kyrillische Schrift. Oh ja, Wie hast du es ja. gemacht? Hast du ein Smartphone gehabt und das übersetzen oder wie? Wie bist du damit Also umgegangen? ich kann mich an eine Situation erinnern, da ja, ich glaube, das war 3 Uhr nachts, da bin ich auch mit dem Patienten Richtung Krankenhaus gefahren. Ja. Und der Patient hat mir dann irgendwann per Google-Übersetzer so das Handy ins Gesicht gehalten und da stand, können Sie bitte den Schmerz lindern? Mhm. Also natürlich, ja, gar kein Problem. Und Ja. da habe ich das Morphium gesucht überall und ja, war halt alles auf Kyrillisch. Und ähm, dann habe ich ein Bild davon gemacht und das einer Freundin in Deutschland geschickt, ob sie mir das bitte schnell übersetzen kann, Ah, ob das scheiße. Morphium ist. Das Oh kam Mann. dann relativ zügig, ich glaube, Ja. nach 3 Minuten oder so hatte ich die Antwort, ja, ist Morphium. Oh, fuck. Alter. Ähm, und so ging das dann und ja, sonst hast du halt versucht, dir das irgendwie auf Post-it-Zettel zu schreiben, um das da irgendwie nebenzulegen. Ja, krass. Äh, ja, das Kyrillisch, das hat Das ist ein manchmal schon Endgegner. reingehauen. Ja. Ja, also ich denke wahrscheinlich, wenn man dort plant zu gehen, Kyrillisch ein bisschen mal das Alphabet zu lernen, ist, glaube ich, eine gute Grundbildung. Kann man so Doch, sagen. auf jeden Fall, also kann ich nur empfehlen. Ja, passt, passt. Ist mal interessant, könnt ihr mal eine Geheimschrift daraus entwickeln. Ich habe es kurz in die Community rausgegeben. Also genau. Und jetzt mal kommen wir mal so ein bisschen zu deinem Privatleben. Also wie hat dein Umfeld darauf reagiert, wenn du dich gesagt hast, dass du jetzt in die Ukraine gehst? Oh, ganz gemischt. Also den Plan hatte ich ja schon länger, Mhm. dass ich dorthin gehen will und helfen will. Habe das über verschiedene Wege versucht. Problem ist da so ein bisschen den Kontakt zu kriegen in die Ukraine. Das stellt sich meistens, wenn man verschiedene NGOs oder Medic-Verbände kontaktiert, ein bisschen schwierig raus, weil viele einfach ukrainisch fließend voraussetzen Mhm. und oder sich dann auch gar nicht melden. Ja. Und ich glaube, mein Umfeld hat schon ein bisschen so damit abgeschlossen, dass es überhaupt was wird. Mhm. Und ja, das ging ja dann relativ zügig. Ich glaube, eine Woche bevor ich los bin, habe ich dann die Zusage gekriegt, Ja. dass ich gerne kommen kann. Und ja, ganz gemischt. Also meine Eltern, klar, mega Angst. Ja klar. Ähm, Das ist normal. kann man auch nicht verübeln. Trotzdem, ja, meine Mama gesagt, sie ist ganz arg stolz auf mich, was ich dort leiste und was ich dort tue, auch wenn ein Auge dabei weint. Ja. Ähm, ja, und Freunde eigentlich genauso. Doch, die standen da alle voll hinter mir. Mhm. Auch wenn sie es, glaube ich, ein bisschen verrückt fanden, dass ich gesagt habe, hey, ich gehe jetzt in den Krieg, um dort Soldaten von der Front zu retten. Ja. Ja. Aber ja, eigentlich hat man die Entscheidung gut respektiert Ja. und angenommen. Und doch, ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich den Rückhalt Ja hier in klar. Deutschland habe, während ich dort bin, ja. Also ich kann es gut nachvollziehen. Also selbst wo ich jetzt auch gesagt habe, zum Beispiel auch meiner Mutter, dass ich jetzt da plane, in die Ukraine Interviews zu führen, sie sagt so, sagt, ja, ein bisschen hat sie Angst, aber irgendwo ist sie auch stolz, dass ich so etwas versucht aufzubauen. Ich kann dich da ganz gut nachvollziehen, was du da durchgemacht hast. Besonders wenn man sagt, ich habe eine verrückte Idee. Ich will etwas machen, wo nicht Ja, jeder ja. macht. Schon jeden Tag mal. Da Ja, kommt ja, ja meistens eher irgendwas im Umfeld oder du, ich ziehe jetzt da oder dahin. Ne? Aber definitiv. Ja, ja, dafür haben sie nichts gesagt, aber nur eine schlechte Freundin hattest, oder? nee, nee. Nee, nee. Ein bisschen Spaß muss sein. Jedenfalls hast du auch von anderen Freiwilligen und anderen Organisationen, wo euch unterstützt haben. Hast du ja schon ein bisschen was erwähnt gehabt, so genau mit Tourniquets und so weiter, Materialien und so. Genau. Ähm, Ob wir da mit anderen
was meinst du genau, ob wir da mit anderen Also Organisationen habt ihr zusammen? also zusammengearbeitet, also habt ihr Unterstützung gekriegt gehabt für eure Arbeit, also genau, für medizinische Ausrüstung und so weiter. Hast ja schon was erwähnt gehabt im vorigen Verlauf im Gespräch. Genau, also es gibt verschiedene Mhm. NGOs in Litauen, die uns da mit unterstützt haben, die da auch immer wieder Essen vorbeigebracht haben oder gerade medizinische Güter. Mhm. Ähm, klar, die ukrainische Armee, weil wir einfach Teil der ukrainischen Armee sind. Mhm. Ja. Und ja, ansonsten splittet sich das so ein bisschen, würde ich sagen, auf die Welt auf. Also es gibt deutsche Organisationen, die haben Okay. umgebaute Rettungswägen ähm, äh, zu Ja. uns geschickt. Ah, okay. Ja. Ähm, aus Frankreich kamen zwei, Spanien, Norwegen. Mhm. Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Das puzzelt sich alles so ein bisschen aus verschiedenen Hilfsorganisationen aus Okay. verschiedenen Ländern zusammen. Mhm. Man hat jetzt nicht wirklich den engen Kontakt mit diesen NGOs aus anderen Ländern. Ja. Bekommt halt diese Pakete, irgendjemand bringt die dann, ich weiß nicht genau, wie die das immer geklärt haben, dass Ich da denke, alles hören und hinfährt. sagen wahrscheinlich. So hat es wahrscheinlich Ja, ich funktioniert. habe auch gar nicht nachgefragt, wie die das genau regeln, Ja. aber Mhm. ja, und sonst halt mit den Streitkräften, genau. Also, das erinnert mich noch mal. Ich habe damals auch 150 € mal gespendet gehabt für Rettungswegen, genau, also gepanzerte Wagen, damit man halt Verletzte evakuieren kann. Vom War and Ja, ja, Tactics, da ja. hat man auch eine Aktion gemacht. Ja, also ich denke, die haben euch geholfen. Also schön, was zu hören, dass auch etwas euch dabei Ja, geholfen ja, hat, ja. ja. Ja, also genau. Also, für euch noch Leute, wo gerade im Livestream sind, ich habe ihr einen Link gemacht. Also wenn ihr wollt, gerne Max unterstützen, könnt ihr gerne diesen Link anklicken und ihm auch etwas dalassen und ihm weiter unterstützen, weil du gehst ja auch wieder zurück in die Ukraine, hast du ja auch wieder geplant, hast gesagt, Genau, genau. also ich werde nächsten Monat am 9. Mhm. Deutschland wieder verlassen Okay. und in die Ukraine reisen. Und ja, voraussichtlich bis Ende des Monats, also ja, bis Ende nächsten Monats. Mhm. Ich meine, wir leben in der Lage, Ja, kann sich alles verlängern das ist oder so. verkürzen. Ich will da jetzt gar keine genauen Daten nennen, aber Ja, klar. genau, am 9. verlasse ich Deutschland und dann Dann geht's wieder zurück. geht's wieder los. Wieder Leben retten, kann man so sagen. Also Leben retten machst du ja tagtäglich, aber Ich hoffe. da, genau, weil du bist ja noch also beruflich bist ja Pfleger, hast gesagt gehabt, genau, so aktuell Genau, zumindest. genau. Beruflich arbeite ich in einer Notaufnahme von einem großen Krankenhaus Ja, und genau. also wirklich eine wunderbare Sache, was du da machst. Genau, also was hast du aus dieser Erfahrung für dein Leben mitgenommen aus der Ukraine, wo du jetzt dort warst? Aber man muss einfach ganz arg dankbar sein für das, was man hier hat. Ja, und jeden Tag wirklich zu schätzen wissen, den man geschenkt kriegt und den man hier in Frieden leben kann, Mhm, indem man morgens aufsteht und sich über ganz banale Dinge ärgert und nicht, weil der Vorgarten zersprengt ist oder das Nachbarhaus nachts angegriffen worden ist. Und was man ganz arg lernt dort ist, dass es eben nicht darauf ankommt, was für ein tolles Auto du fährst oder was für ein super tolles Handy du hast oder mhm, was für tolle Markenkleidung du trägst, sondern einfach zu leben. Ja. definitiv. Und die Zeit zu genießen, die man geschenkt kriegt und ja, das einfach zu nutzen, so gut man kann. Ja, Man weiß nicht, ob das irgendwann dann genauso wird wie in der Ukraine. Und ich meine, das war ja im Grunde genommen für alle ein Schock, als die Russen einmarschiert sind. Das war ja nicht geplant mhm, oder jetzt kommen die wohl nächste Woche, sodass man sich irgendwie hätte groß vorbereiten können. ja. Und deswegen muss man die Zeit einfach nutzen, die man hat. Also ich kann es noch gut nachvollziehen, also wo der Krieg angefangen hat, habe ich doch damals mit meinem Vater drüber über Weltpolitik geredet gehabt. Und ich sage so, ja, nein, die Russen, die gehen nur höchstens vielleicht in Donbass rein und sagen, das ist jetzt russisches Territorium oder sowas, um einfach vielleicht einmal klare Grenzen zu schaffen. Aber dann war dann der Einmarsch in Kiew hat mich selber auch schockiert gehabt. Also mein Vater hat gemeint gehabt, die kommen genau an dem Datum. Oder er Mhm. war 2 Tage daneben, aber ja, sie sind gekommen. Also ja, so kann man so ein bisschen rechnen. Ja, das ist manchmal ein Schock. Ja, ja. Genau. Also jetzt sind wir gerade ein bisschen die Hälfte von den Fragen, wo ich dir da gerne stelle. Jetzt machen wir es so. Ich habe gerade gemerkt, wir haben sich überlegt, wie wir jetzt die Fotos, dass du dir ja selber was mit kommentieren kannst. Wir machen so, ich Mhm. werde einfach du tust schnell dein Handy anschalten, kannst du es am besten angucken, die Bilder. Das ist die Frage.
Ja, Und ach sonst, so. ja, das haben wir nicht gut überlegt gerade. Merke ich gerade. Wir machen das doch so. Ich habe dir ja die Bilder geschickt. Ja, Ähm, sonst mache ich Dosis mal die Lachs. Kamera weg. Vielleicht kann ich so in den Chat wechseln und dann können wir einfach so, deine Nummer wird ja dann nicht so gezeigt, dann passt das eh alles. So, probieren wir es mal. So. Also, perfekt. Ja, dann machen wir es so. Perfekt, ja. Ich gehe einfach mal durch den Chat und so gucken wir uns das an. Fangen wir mal bei den ersten Bildern an, wo du mir geschickt hast und dann gehen wir langsam durch. Machen wir es so? Mhm. Passt. Genau. Passt. Okay. Also die ersten Bilder, wo du da mir geschickt hast, da sieht man, ich glaube, das ist ein T72 auf einem Anhänger. Genau, wir haben selbst so ein bisschen gerätselt, was Hm. genau ist. Also es war relativ dunkel, Ja, dunkler wie tatsächlich auf dem Bild. ja, Das war beim Abendessen tatsächlich. okay. Ähm, Da haben wir Borsch gegessen. Das gab es, glaube Ja, ich, einfach jeden Tag. ja, Und ja, ja, dann stand er halt dann ja, plötzlich beim Abendessen da. ja, Ähm, ja, und ich finde, das symbolisiert einfach ganz gut, dass mhm. das eigentlich beim alltäglichen Leben, beim Abendessen, dass das, Ja. wo man eigentlich gerade ist, ja. Und was da passiert. Ich kann es gut Das fand ich nach. ganz eindrücklich. Ja. Also es war, ja, glaube ich, ich sehe auch dieses Netz da hinten, haben sie es nach hinten gekippt und die können sie nach vorne kippen. Ich hatte auch mal so in die Zeit diese Idee, weil ich bin auch ein bisschen mehr technisch, wie so kann man daraus lernen und wie kann man es weiterentwickeln. Und genau das habe ich auch so ein bisschen eine Idee gehabt, dass du einfach so rüberstülpen kannst und rüber. Das macht ja natürlich Sinn. Einfach so 3 Lagen und dann zack, hast du es drüber gegen die Drohnen. Sehr effektiv. Genau, das machen die ganz oft mittlerweile auch Mhm. bei ganz normalen Autos, dass sie Mhm. da einfach so ein Netz drüber spannen Ja, oder irgendwelche Laken, die sie da finden, oder Folien, Tarps, alles Mögliche wird da drüber gespannt, ja, dass halt diese Drohnen keinen direkten Kontakt ja. mit dem Turm haben. Ja. Ich habe selbst gesehen gehabt, ich glaube, die Russen haben damit angefangen gehabt, so Straßen mit Netzern einfach mal aufzustellen, dass du halt nicht diese Ja. kritische Bereich der Ja. Logistik stören kannst. Und da hast du halt genau noch mehr von diesen drinnen Netzern über gehabt. Ich glaube, noch haben es die Ukraine auch angefangen gerade, weil es ist natürlich einfach umzusetzen und macht natürlich Ja, Sinn. Das sind ja das Effektivste, wenn du halt die ganzen Netzen überall spannen kannst. Und da kannst du natürlich noch die Fahrzeuge als zweite Verteidigungslinie. Genau, da ist das mit, stimmt. Ja. genau, da sind wir jetzt, da hast du ein Foto von einer Straße und eine Wiese. Das ist das nächste Bild. Genau, da sieht man, also das sind neu angelegte Gräben, Mhm. Ah quasi ja, für den ja. Grabenkampf, Mhm. den man eigentlich mittlerweile ganz gut, glaube ich, mitgekriegt hat, Mhm. die Taktik, die da unten gefahren wird. Ähm, genau, und so sieht das eigentlich quasi Vorbereitet. kurz nach der Front aus mittlerweile. Ja, Da werden fleißig neue Gräben gegraben jeden Tag, neue Verteidigungslinien aufgestellt. ja. Und so zieht sich das quasi eigentlich durch, also ich war jetzt im Osten des Landes, Mhm. ähm, durch den kompletten unteren Bereich. Und ja, das sieht von oben ganz eindrucksvoll aus, weil das einfach wie so ein Wurm quasi einmal durch die ganze Landschaft geht, ja. Spannend. Und Mhm. ja, das wäre dann die neue Verteidigungslinie, falls die Russen die aktuelle Front im Osten Ja. Wenn sie durchbrechen quasi. sollten, haben sie wieder eine Stellung, wo sie zurückziehen können. Also eigentlich kann man sagen, so langsam wie sie vorrücken, sie können nicht durchbrechen, weil immer hinter dran eine Genau, neue Verteidigungsstellung ist, wo sie vorbereitet genau, sind. Ja. genau. Spannend, also wirklich. Ja. Genau, noch eine ganz kurze Sache. Ich muss so kurz mal mit dem Chat reden. Wenn ihr wollt, am Ende an Max Fragen stellen, schreibt es dann bitte einfach in den Chat rein. Ich werde sie danach ihm vorlesen. Dann können wir uns, da können Sie dich direkt, also dir direkt Fragen stellen. Genau, dann gehen wir schon weiter. Passt. Opa. Also, das nächste ist immer genau ein Video, wo auch, glaube das gleiche zeigt, die Genau, das ist Schützengräben. auch nochmal, genau, Schützengräben, das Passt. habe ich da einfach nur aus dem Ge Auto gefilmt, genau. ja, passt. Ich lasse es mal einfach laufen, dann können sich die Leute mal angucken, was du da gezeigt hast. So, ja, da sieht man noch einen Lastwagen. Ja, überall die Schützengräben, schon krass. Ich denke, weil ich damals 2020 in der Ukraine war, habe ich damals auch so Humvees gesehen gehabt. Aber es war da Ja, noch ganz anders halt. Du hast da keine Schützengräben gehabt. Ich war einmal ganz kurz in der Nähe von Donbass, also in Mariupol. Da habe ich etwas gesehen gehabt, wo zerstört war, noch von 2014. Von der ja, ersten, sagen wir so, Invasion oder Konflikt, wie man es nennen will.
Und das war Mhm. halt auch eindrücklich zu sehen, aber da hast du halt noch nicht so viele Schützengräben gehabt. Also du hast ja gesagt, vorne hatten sie noch Schützengräben zur Vorbereitung der Stellung, aber es war halt mehr so, da sitzen die und da sitzen die und haben halt ab und Ja, zu sich ja, mal ein ja, bisschen begrüßt. Liebevoll, kann man so ja. sagen. Ja. Ja, also gehen wir mal das nächste Bild. Da sehen wir von dir eine Jacke, du bist im Krankenwagen und genau. Genau, Ja. genau. Da waren wir, ich glaube, das war auf dem Rückweg. Da sieht man auch nochmal so ganz gut so ein bisschen Ausrüstung, die wir da dabei hatten. Mhm. Also ja, eine ganz normale, ich würde mal sagen, handelsübliche Trage. Mhm. Ähm, dann so einen kleinen Monitor, einfach um den Patienten während des Transportes auf der Trage vom Stabilisierungspunkt zum RTW, Okay. um den da einfach auch schon zu überwachen. Mhm. Und ja, die Beatmung im Hintergrund, das Orangene, so ein Stiffneck hinten, Ah, spannend. genau. Und so bist du quasi mit dem Patienten dann Mhm. rumgedüst. Ah, okay. Ja. Das ist ja auch nicht viel anders wie so ein Krankenwagen, wenn ich von hinten innen Nee, angucke. Ein bisschen wahrscheinlich weniger Ausrüstung als gewohnt, kann man so sagen, aber es ist halt eben das weniger Biotonik und haben und älter. ja, Genau, aber es tut, was es soll und das ist das Wichtigste. wunderbar. So, jetzt sind wir beim nächsten. Das ist so ein Foto, wo du halt die Straße fotografierst. Ich denke, das seid ihr unterwegs gewesen Richtung Front oder? Genau, Ja. Richtung Front war das. Mhm. Also auf unserer Seite war tatsächlich Richtung Front gar nicht so viel los. Mhm. Ähm, genau, wir haben immer die Infusion nach vorne gelegt, um die einfach ein bisschen aufzuwärmen, weil kalte Infusion in den Körper rein ist immer nicht so richtig cool. Und was man einfach ganz häufig sieht, sind diese Militärplakate und Ja, diese Anwerbeplakate. ja Ja. klar. Das ist also, ich glaube, überall habe ich die gesehen, selbst auf Toiletten, die Spiegel sind beklebt damit. Das hast du tatsächlich überall oder irgendwelche Motivationssprüche. Ja. Ähm, aber Einfach, ja, alles ist sehr, sehr trist und grau ja tatsächlich klar. und einfach vom Krieg gezeichnet, ja. Ja. Ah, schon krass. Also, ja. Aber ja, was willst du machen? Die suchen halt händeringend Männer und der, wo du nicht mobilisieren musst, ist immer besser als der, wo du mobilisieren musst am Ende, weil der Das hat ist gut natürlich so. nicht die Motivation. Das ist immer wo Ja, halt freiwillig, auch wenn es nur des Geldes willen oder sonst was auch war. Ja, ja, da genau. gibt es ja einige Geschichten auch schon aus der Vergangenheit, wo man gehört hat, um Leute zu rekrutieren. Ja, 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 das stimmt, Ja. ja. Ja, jedenfalls schon spannend. Ich habe auch was gerade gesehen gehabt vor ein paar Tagen, war von der ukrainischen Armee, wo sie auch teilweise, ja, versuchen natürlich auch Ausländer, die versuchen halt jeden Mann, wo sie kriegen, irgendwie Ja, für das zu mobilisieren, weil das stimmt, ja. so länger du die große Mobilisierung nach hinten schieben kannst, umso besser, kann man so sagen. Ja. Gut, ja. Da haben wir ein Foto von dir. Na, kann man sagen, sieht man beides. Genau. Genau. Nach einem langen Einsatz von der Front und Ja. oh ja, da war ich schon gut müde. Ja, man sieht's. So, warst du schon ein paar Tage wach in diesem Moment, oder? Ich glaube, das waren 20 Stunden, die wir Mhm. da effektiv unterwegs waren im Einsatz. Ja, krass. Ja. Doch. Ja. Und besonders da hast du auch noch den Stress, der Adrenalin und alles teilweise und das macht dann noch schneller müde Ja, danach. und dann sitzt man nach dem Einsatz im leeren RTW und dann kommt das, dann kickt das. Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil ich hatte auch mal so das gehabt in der Schweizer Armeezeit. Da waren wir auf einer Übung, da waren wir schon fast 24 Stunden lang wach und dann ist eine Drohne abgestürzt und da hat es geheißen, ja, ihr müsst sie sichern gehen, mussten wir nochmal ganze 8 Stunden. Aber der Moment, wo du weißt, die Offiziere gucken alle ernst, weil wir dachten, ja, was ist denn da los? Ja, sie mussten da antreten und alles, hatten so einen Briefingraum reingeloggt worden sind, also nicht reingebeten worden sind. Und plötzlich siehst du alle Offiziere ernst gucken und sagen sie, ja, es gab einen Absturz. Und ich so, scheiße, bitte keinen Verletzten oder sonst was, den Piloten. Und dann haben sie gesagt, eine Drohne ist abgestürzt. Diese alte Drohne von der Aufklärung war auch so ähnlich wie die Shahid-Drohne, aber einfach mit der Kamera drauf und dann haben wir es aufgeklärt. Ja, die ist dann abgestürzt. Lustiger war, es war so ein Baum und so ein Hügel und da oben dran war genau Mhm. ein Baum. Sie wäre nicht drüber gekommen, wäre der Baum nicht dort gewesen. Da kam unser Kompaniekommandant. Ha, die Höhe hat sie gehabt, aber der Baum oben dran hat sie vergessen. Ja, war nur lustig. Kurze Nebenanekdote von meiner Zeit. So, da haben wir deinen Schlafplatz, denke ich, war das. Also mit dem Rucksack hast du da einen Schlafsack.
Genau, das war Und so Fight the Demon, glaubst du, das ist noch drin? genau so mein Reich. Mhm. Ähm, Mhm. genau, eigentlich ganz spartanisch. Eine recht unbequeme Matratze, Mhm. einen Schlafsack als Decke und ja, meistens habe ich die Pullover dann als Kopfkissen benutzt. Na gut. Und ja, so in meinem kleinen Rucksack waren dann so Sachen, die ich privat einfach so ein bisschen gebraucht habe. Ja. Ja, das war so Viel der hast du wahrscheinlich nicht Schlafplatz. dabei gehabt, also privatlich, also wahrscheinlich 5 Ja, nee, Wechsel-T-Shirts einfach, und einfach Privatklamotten und der Rest war komplett militärisch, würde ich ja, klar. sagen. Ja. Ja, andere Sachen brauchst du auch nicht in dem Moment, weil ja, Nee, feiern gehst du da unten nicht. Das kann man so sagen, ja. Das ist ein nee, bisschen, tatsächlich war es nicht wirklich viele Optionen, da eine Cheese anzuziehen. Ja. ja, ja, das ist so. Also jetzt gehen wir mal, da bist du irgendwo in einem Store, also wo, ähnlich wie bei Ja, McDonald's, das da war sehe so ich Hamburger, typische Pizza. Tankstelle. Das ist so eine Tankstelle gewesen, also ja, Mhm. recht nah an der Front. Da gibt es eigentlich gar keinen zivilen Betrieb mehr. Ja, Ähm, Das sind eigentlich alles nur noch Soldaten, ja. Und das ist ganz cool eigentlich in der Ukraine. Du kriegst, wenn du zum Militär gehörst, gratis Kaffee und die verkaufen da so gratis Hotdogs. ja, na geil. Klar, hat man sich dann immer so ein bisschen aufgerüstet, aber ja, ja, Zivilleben ist da einfach nicht mehr wirklich vorhanden. Okay, spannend. So, jetzt schauen wir mal weiter. Da hast du noch so ein paar, sind ganz viele Banner. Was war Genau, das genau? das war so ein, ja, ich würde mal sagen, Militärrestaurant. Da gab es immer gratis Essen rund um die Uhr, 24/7. Mhm. Und die ganzen Wände waren quasi so geschmückt mit allen Einheiten, die da jemals waren. Eine kleine, so ein Dank. kleiner Ausschnitt von, das war also riesengroß wirklich. Mhm. Und alle Wände hingen voll mit verschiedenen Patches und Flaggen und Gedenktafeln an verstorbene Soldaten. Und ja, doch, Ja, sehr spannend. das war Also so das Wichtigste. einiges kann man so sagen, ja. Und das ist ein Borscht, würde ich sagen, oder? Das ist der Teller, wo da fotografiert Nee, ist. Ah, also nein, es Borscht gab ist ja rot. Das ist entweder ja so einen, nicht. Ja, genau, also da gab es entweder so einen Kartoffeleintopf ja, oder einen Bursch. Beides war jetzt echt tatsächlich nicht so der Knaller. ja, Ähm, Gut, der Hunger treibt's rein, ja. ja, Man klar. isst das halt, versucht sich das Da merkt man, irgendwie dass man genau die schlechten Sachen fotografiert und nicht die guten. ja, tatsächlich. Aber, ja, also der ganze Tisch war meistens voll mit irgendwelchen Dingen, die du da noch extra reinhauen konntest Ja. und, versuchst du das irgendwie Ja, lecker zu mixen. Wie heißt so schön ohne Kampf? Das ist A und So O. ist das, ja. Essen ist einfach essenziell. Ja. Ich hatte Glück in meiner Militärzeit, also alle berichten hat, dass sie schlechte Erfahrungen gehabt haben mit der Militärküche, aber wir hatten einen Sternekoch bei uns als Chefkoch und der hat halt immer Ja, super super. gekocht gehabt und dann habe ich immer die Armee positiv im Blick gehabt, was das Essen anbelangt. Also, dann, da ist jetzt auch noch so ein Banner, wo du hast, da mit dem Zeus oder wer das auch ist, genau. Genau, Odin, also diese Odin, ja, Rückenflagge, genau. ja. Ja, Das war das Abschiedsgeschenk damals, mhm, nachdem ich die Ukraine wieder verlassen habe. okay, Da haben die Ängsten drauf unterschrieben und kleine Texte hinterlassen. ja, geil. Das ist echt ganz süß von denen. Und doch Ja, ja, das schmückt jetzt die Wohnung, ja, bis dann nur natürlich eine neue dazukommt. ja, das ist Ah, das, definitiv, also das bedeutet etwas, also das ist nicht, wo, sagen wir so, einfach irgendwo in die Ecke geschmissen wird, sondern das wirst du wahrscheinlich dein Leben lang bei dir tragen, kann man so sagen. Ja. So, da haben wir, wo du jemanden am Verarzten bist, mit dem Medic Patch, genau, genau. genau. Das ist Mhm. gerade bei der Arbeit, da sind wir noch nicht losgefahren. Mhm. Ähm, Ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr genau daran erinnern, was der Patient hatte. Ich Mhm. glaube, das waren multiple Schusswunden an Beinen. Ja, Und genau, da lege ich momentan einen zweiten Zugang, um da einfach Flüssigkeit zuzuführen. ja, Und genau, mit Wärmedecken eingepackt. Das haben die tatsächlich sehr, sehr viel, weil einfach sehr viele Erste-Hilfe-Sets aus Autos ja, gespendet werden. ja, klar. Und genau, dann packst du den halt ein, versuchst da irgendwie Wärme zu spenden Ja. über die Heizung und ja.
Ja, Genau. zumindest wird auch schwer Genau. ortbar damit, kann man so sagen. Ne? Ja, das ist, ja, Ja, nein, das ist ja wirklich wichtig. Ich habe auch mal ein anderes Bild gesehen gehabt von einem anderen YouTuber, wo auch mir jemand interviewt hat. Und der ist auch halt Medic und der hat gesagt, teilweise das Problem, dass gewisse in der Ukraine halt nur normale Lieferwagen hast und dann hast du nicht mal richtig die Höhe. Also ihr habt da schon ein bisschen den Luxus, dass wir wenigstens die Höhe haben können wegen der Invasion, dass das halt gut runterkommt. genau, ja, Hm. ja. Also viele improvisieren da mit, also vieles sind halt normale PKWs oder ich sag mal so Pickups mit Aufbau hinten. Ja, Da kannst du das halt einfach wirklich nicht so richtig toll hinhängen. ja, Dann gibt es halt die Möglichkeit, dass du das mit einem Druckbeutel, den du drumherum machst und den aufpumpst, da reindrückst ja, quasi. Und ja, aber das war dann schon Luxus, dass man das gut hinhängen konnte. Dann ja, fixierst du das mit 3, 4 Gummibändern irgendwie, dass das nicht so rumwackelt, weil die ukrainischen Straßen einfach wirklich gerade an der Front nicht so wirklich toll sind. ja, Und genau, dann improvisierst du dir das irgendwie zurecht. sehr spannend. Da hast du jetzt, haben wir ein Bild, wo was im Hintergrund am Brennen ist. Was war das genau? So von weit weg. Und genau, das war morgens. Mhm. Da gab es dann nachts wieder Angriffe. Ähm, ich kann dir ehrlich gesagt nicht ganz genau sagen, was da eingeschlagen ist. Ob Ja, das klar. Artillerie war oder irgendwelche Raketen oder eine Shahid-Drohne, das weiß ich nicht. Ja, Aber genau, das waren Einschläge und genau das schmückt eigentlich das tägliche Landschaftsbild krass. Mhm. dort. Und das Mhm. brennt halt tatsächlich einfach vor sich hin, weil es auch keine Feuerwehr mehr gibt. Ja, und Ja, die Feuerwehr hast du dann, meistens wahrscheinlich eher in den Städten konzentriert und die Männer, wo genau, du kannst, hast vielleicht genau, teilweise auch eher Frontnähe unterwegs und alles, weil viele sind zum Beispiel genau wie du auch so eher auch medizinisch gut ausgebildet, die kannst du auch gut als Combat Medics nehmen. Dann lässt du lieber ja, was abfackeln und halt den Menschenleben zu retten. Das ist halt Prioritätenverschiebung, kann man so sagen. genau, das ist halt, also zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, Mhm. war es halt schon relativ trocken, würde ich sagen. Mhm. Und dann brennen da halt wirklich ganze Landstreifen ab, ja, das ist halt Ja, schon krass. Ja. einfach Da so. haben, Und dann hast du wirklich eine komplett verbrannte Front. ja. Leider hast du jetzt gerade ein bisschen, der Ton ein bisschen runtergegangen, musst du nochmal sagen, was du gesagt hast. Ja, Ja, das schmückt einfach so gut den ganzen Landstreifen dort unten, ja. mhm. Und dann brennt das halt leider alles ab. Ja, Und dann ist da einfach nur noch Asche und verbrannte Landschaft an der Front, ja. Das ist halt einfach, das ist schon krass. Das einfach so. ist wirklich ein schönes Land. Also, ich bin ja zu Friedenszeiten durchgefahren und diese ganzen langen Hügeln und Landschaften und alles. Das kann wunderschön sein, das Land. Also wirklich mit den ganzen Kornfeldern. Ja, Also wie die Flagge auf der Ukraine, also das Gelbe und oben das Blaue, das symbolisiert schön das Land, wie die Landschaft ist, kann man so sagen, ja. ja. So, da haben wir nochmal irgendwo eine Rauchwolke. Wie du gesagt hast, sind ja auch überall diese Rauchwarten und brennen vor sich hin. Genau. Das ist halt auf der linken Seite schon alles gut verbrannt. Ja, Ja, und so sieht das halt eigentlich ja, größtenteils Richtung Front dann schon aus. schon krass. Das ist Ja, halt wenn du halt gut niemand hast, was eingeschränkt. löscht, dann brennt es halt wirklich vor sich hin. Ja. Ja, ja, so ist das. Ja. Jetzt sind wir da auf dem Parkplatz mit ein paar Krankenhäusern. Ich lasse mal das Video laufen. Ich lasse mal den Genau, Ton laufen. Da können die Leute ein genau, bisschen da hört man die mehr mitkriegen. Feuersirene so gut im Hintergrund. Ja. Also ich lasse mal einfach laufen, da können wir es mal gucken. Mhm. Schon krass. Ja, also ich denke, wenn du das erstmal so eine Sirene hörst, geht schon etwas durch die Venen, kann man so sagen. Ein bisschen so das Adrenalin. Oder was war dein erster Gedanken, was du erstmal so Sirenen gehört hast?
Also ja, doch, also die ersten Male waren schon komisch, weil das halt einfach, ja, in den Städten, du bist vielleicht gerade in einem Militärshop oder Mhm. man holt sich ganz banal bei McDonald's was zu essen Ja. und dann geht das los. Ähm, ja, und dann denkst du dir halt auch, okay, jetzt wo schlägt's gleich ein, wo knallt's Mhm. und hoffentlich einfach nicht da, wo du bist, ja. Und das hat sich relativ schnell, sage ich mal, verflüchtet, diese Angst. Also die Luftalarmsirenen, die gehen dann los, aber das alltägliche Leben, will ich jetzt mal behaupten, geht in den Städten eigentlich ganz normal weiter, weil sich die Leute traurigerweise einfach schon so gut daran gewöhnt haben. Ja. Ja, schon krass. Ja. Also das ist, ja, ich habe auch Bilder gesehen gehabt in Dokumentation, da siehst du halt, es geht halt der Luftalarm los, also und keiner reagiert. Es laufen alle normal weiter und halt, es ist halt, ja, wenn man halt täglich das erlebt, über 3 Jahre, irgendwann ist es halt nichts mehr Spezielles, kann man so sagen. Genau, Ja, genau. Ja. okay. Da ist auch etwas wieder am Horizont am Brennen. Das ist, glaube ich, wieder die Landschaften, wo du da damit gezeigt hast, Genau, so genau. über Das ist Brennen. auch nochmal eine massive Genau. Explosion. Ähm, Genau. da gehen wir mal ein bisschen weiter, denke ich. So. Okay, da sieht man ganz gut eine verbrannte Stelle, wo du gerade filmst. Mhm. Also sind das wirklich alles verbrannte Stellen, wo du da siehst, so, Genau, das ist ne, alles einfach verbrannt. Ja. ja. Von Artilleriegranaten oder von was hat das Feuer Das dort ist halt ausgelöst? genau, wenn wir dann Artilleriegranaten einschlagen und dann zündet es halt vor sich hin Okay, und brennt dann vor uns gut ab. ja, okay. Ja, ist halt Klassiker. Und da ist dann wie ein Bild, wo die Stadt fast lichterloh brennt. Das hast du ja auch dann noch. Genau, das war der Abend in Dnipro. Ja. Da haben wir auch einen Patienten evakuiert und genau, also viele Schahid-Drohnen, muss man sagen, werden einfach abgeschossen. Mhm. Also da kommen sehr, sehr wenige durch. Und die Statistik, die die ukrainische Armee da raushaut, die ist schon recht gut. Klar wird da in Propaganda mit Beispielen, aber aus eigener Erfahrung schießen die Schahid-Drohnen schon gut vom Himmel. Und da sind tatsächlich leider an dem Abend einfach sehr, sehr viele durchgekommen und haben die Stadt dann bombardiert, ja. Und das sind keine militärischen Strukturen oder keine, keine, ja, systemrelevant militärischen Strukturen. Genau, das sind einfach nur Wohnhäuser, ja. Und die sind einfach in die Wohnhäuser reingeknallt, wo Familien leben, wo Kinder leben und das spät abends, ja. Denkst du, dass das die Russen präzise gemacht haben oder ob das eher vielleicht von GPS-Jammern das passiert ist? Was ist so Also deine Interpretation der ganzen Sache? diese Shahid-Drohnen, also die werden ja programmiert und die haben halt ein GPS eingebaut und einfach grob ähm, die Stadt eingegeben, Hm, aber wo das letztendlich dann einschlägt, wird wahrscheinlich auf russischer Seite relativ egal sein. okay. Also es geht da Und wirklich um die Bevölkerung wach zu halten und ein bisschen zu terrorisieren, damit, so kann man so sagen. Ja, schon krass. So, da hast du nochmal ein Video vom Fenster, hast du aber schon ausgefilmt, wo was am Brennen ist. Ich lasse mal laufen. da schlägt gerade eine Shahid-Drohne ein. Oh shit. Also warst du wirklich da drin, wo das eingeschlagen hat? Genau, genau, wir haben das Krass. gefilmt. Fuck, gibt es eine große Flamme. Ja, genau, also ja, die ganzen Shahid-Einschläge und dann sah die Stadt am Ende leider so aus. Ja. Fuck. Da hast wahrscheinlich, seid ihr dann gerade Roller rausgegangen, um zu helfen? Oder was habt ihr da gemacht, wo das passiert ist? Nee, nee. Abgeliefert Okay, und wollte schon wieder zurück und dann ging das quasi los. okay, ja, spannend. Ja, Und passt. ich glaube nur, Nein, der Ton ist besser wieder. Vorher war der Ton langsam am Abkacken, deswegen ist sogar gut. Glaubst, dass wir es jetzt so okay, machen. Ja. gut, Ja. perfekt. Ich wollte fast sagen, wir müssen was machen gegen den Ton. Das wird immer schlechter. Ja, die ukrainischen AirPods. Ne? Na, ist gut. Sie haben ihren Dienst gemacht, so lange sie konnten. Ja.
So, jetzt sind wir da, dass sie in der Nacht fährt und eine Wiese brennt, so ein Gebäude. Das kann ich jetzt nicht genau Genau, erkennen. das war gerade Richtung Front Mhm. und, genau, da sieht man das dann ganz gut, wie das alles vor sich hin brennt nach Einschlägen Ja, und wie nah man, ja, letztendlich da eigentlich doch dran ist, ja. na, schon krass. Ja, dann haben wir da wieder Brände Genau, vom da war Horizont. Ende. Ich überspringe mal die Bilder, weil ich Genau, glaube, ja, das sehr gern. zehnmal gleich Du, erklären alles wird gut. langweilig. So. Und ja, es sind trotzdem wichtige Sachen, aber ja, das ist halt das Landschaftsbild, kann man so Nein, sagen. nein, das brauchen wir nicht. Alles gut. Ja. So, das sind jetzt Haufen Granaten, was ich da sehe, wo mit Mützen. Genau, Ja. genau, daneben haben wir tatsächlich gegessen. Mhm. Ähm, ja, das sind Trophäen, Andenken der Ukrainer dort unten. Das war Mhm. in einem kleinen Dorf. Die haben das zusammengesammelt. Alles, was da quasi auf das Dorf abgeschossen worden ist, zum Teil. Ja. Und genau, das stand dann bei uns neben dem Esstisch Ah, spannend. aufgestellt und ein bisschen geschmückt mit Mützen oder Ja. ja, Blumenkettchen und sowas, genau. Es Oder ist man halt, schreibt da was drauf. ich glaube, es ist ein bisschen auch ein Humor, um diese Lage ein bisschen klar zu werden. Das sieht man oft in jedem Krieg, dass man halt schwarzen Humor hat oder irgendwie was Oh Lustiges ja, was ja, macht. ja, ja, ja. Ganz arg, ja. Ja. Deswegen machen wir auch teilweise ein bisschen, wir lachen jetzt nicht drüber über die Situation, sondern also wir lachen mehr drüber, dass es halt leicht ironisch ist. Es geht nur darum, dass man es besser Ja, ja, verarbeiten kann. Es geht nicht genau, darum, dass man genau, das, sagen wir so, genau, feiert, was man genau. da sieht. Ja. Ne, genau, Ja. genau. Da hast du auch so ein Blatt, wo du die Patienten beschrieben gehabt hast. So, genau. Genau, das sind quasi die Unterlagen, die wir meistens von den Stabilisationspunkten bekommen haben. Okay. Und dann ist grob angekreuzt, wo ist die Verletzung, was ist es für eine Verletzung, Mhm. durch was verursacht. An der Seite links sieht man das dann, also ganz oben ist so eine kleine Pistole abgebildet. Ja. Ähm, Schussverletzung wahrscheinlich. So, genau, genau. passt. Ja. Und dann ist das halt einfach ein ganz oberflächlich grober Eindruck, den du dann vom Patienten als Übergabe bekommst. Mhm. Aber ja, ich sag mal, so, Es ist aber nicht schlecht gemacht, kann man sagen. Es ist wenigstens mit Bilder und alles, also sagen wir so, du kannst es auch immer international genau, brauchen. Also, genau, ja. genau. Das ist eigentlich ganz okay. Oftmals ist es einfach so grob, dass vieles nicht mit draufsteht. Ähm, Mhm. manchmal hast du Glück und dann hast du noch ein paar Blutwerte, die man da schon irgendwie mit einem Blutanalysegerät Ja. erhoben hat, mit drauf oder ein HIV-Test. Mhm. Ähm, genau, aber genau, das ist so der Schnellüberblick, den man dann Ja. bekommt. Aber besser als nichts, kann man so sagen, dass man ein Besser als bisschen, nichts auf ja. jeden Fall. Ja. Ist ja immer so. Im Krieg muss man improvisieren. Man kann nicht immer nur denken, dass Nee, alles da schön wie nach Lehrbuch nee, ist. Das ist erst, nee, was du aus dem Fenster schmeißt. Das ist nee, nee. erfahrungsgemäß. Man ist froh mit dem, was man bekommt, dass man Ja, überhaupt was bekommt und dann ja, nimmt man das als gar nichts. das ist so. Da ist jetzt ein Militärfahrzeug. Ich denke, das ist minensicher von der Form her. Das, wo ihr da fotografiert habt. Ich gehe mal kurz. Ja. So mit einem Ja, MG-Turm und unten dran. genau, genau. Das sind so eigentlich die hauptsächlichen Fahrzeuge mit, also viele Humvees hatten wir Mhm. bei uns in der Region. Oder gerade so gepanzerte Fahrzeuge, ja. Das ist halt, ich glaube, doch schon recht fortschrittlicher, als sich viele wahrscheinlich Mhm. denken, mit was man dort unterwegs ist. Ich glaube, viele denken immer noch, man fährt mit alten gepanzerten Sowjetfahrzeugen dort rum. Ja. Aber ja, das schmückt so ein bisschen den Alltag. Das war jetzt, glaube ich, an der Waschstraße. Mhm. Genau, und dann hast du halt eigentlich alles voll mit gepanzerten Fahrzeugen der Art. Also besonders, ich glaube, diese Fahrzeuge kann man ungefähr werten wie so ein BMP von der Panzerung her. Also Ja, würde ich auch sagen, ja. ja, ja. Ich glaube, ein bisschen der BMP-Ersatz gewesen, weil sie hatten ja viel BMP 1 und 2, aber natürlich haben sie Bestimmt, ja. nicht mehr nachproduzieren können. Ja, sicher noch Ja, im Einsatz, aber nicht mehr so viel. ja. So, da haben wir einen Verletzten, wo ihr stabilisiert oder einfach gerade abtransportiert, kann man so sagen. Genau, den haben wir angefangen zu beatmen, dann Mhm. mit 3 Perfusoren quasi die Narkose aufrechterhalten, Schmerzmittel zugeführt Mhm. und 'n Muskelrelaxanz. Das
sich der Patient einfach komplett entspannt und das macht es uns dann einfach mit der Beatmung und dem Ganzen leichter. Und genau, so sieht man ein bisschen mehr von der ganzen Ausrüstung. Eigentlich ist das alles an elektrischen Ausrüstungsgegenständen, die wir dort hatten. Ja. Und dann machst du halt das Beste daraus. Ja, ich würde mal sagen, der Monitor ist super, ja, Mhm. aber nicht ausgelegt für diese Art von Verletzungsmuster und diesen Krieg. Ja, ja, klar. Ja, und, diese kleine Beatmung ist auch spitze und tut ihren Job, ja, aber Mhm. ja, also du bräuchtest eigentlich mehr Einstellungen und das, ja, Also optimiert wirklich kannst für du, den Kriegseinsatz. Das ist halt, du empfiehlst wahrscheinlich die genau, Armeen, dass sie solche Sachen sich in Reserve genug haben, auch im Hinterland. Zum Beispiel für die genau. Also Bundeswehr oder was? das sind super Transportbeatmungen, aber Mhm. quasi für das, was wir schon hinten in den RTWs gemacht haben, Mhm. bräuchtest du eigentlich schon fast eine kleine Intensivstation Ja, und ja klar. ja, du versuchst da irgendwie das Beste daraus zu machen. Ja. Ja, schon krass. Da haben wir wieder ein Bild von dir als nächstes. Genau. Ja, Muss man dazu sagen, das Wetter in der Ukraine, ich weiß tatsächlich nicht so wirklich, woran es liegt, aber das schlägt von heute auf morgen einfach komplett um. ja, Ähm, Da waren am Vortag 20 Grad Sonnenschein und wir sind im T-Shirt rumgelaufen krass. und an dem Tag hat es dann schon angefangen zu schneien und es waren plötzlich -7. Mhm. Krass. Ähm, genau. Das war, glaube ich, der dritte Tag in der Ukraine. Noch relativ ausgeruht, würde ich behaupten. Ja, ja. Das ist noch frisch, also Genau. kann man so sagen. Noch einigermaßen, ja. Ja, ja, es ist, also ich weiß, wo ich damals in der Ukraine war, das erste Mal, ich war zweimal. Da war ich im Mhm. Februar, da war es richtig kalt, hast du so richtig eine fette Jacke angezogen gehabt da. In der Region Poltava war das damals. Und Ja, dann im Sommer bist du da mit T-Shirt und Badelatschen rumgelaufen. Ist halt kontinentales ja, Wetter, kann man so sagen. ja, auf jeden Fall. Äh, das ist halt wirklich das Wetter von Ort. Aber, okay, da seid ihr, da sieht man Schnee. Seid ihr am Zurückfahren? Genau, Oder? genau. Da sind wir am Zurückfahren. Mhm. Ähm, genau. Mhm. Da war einfach Ein nur Zwischenfoto, Schnee. kann man so sagen. Genau. Genau, Da haben genau. wir wieder deinen Schlafplatz. Ich glaube, das hast du mir zweimal geschickt. Gehen wir Genau, ich eins glaube, rüber. ich habe dir das doppelt geschickt, genau. Ja. Und da haben wir jetzt einen Humvee. Der hat oben dran, glaube ich, Genau, so einen Störsender drauf, als ich gerade sehe. genau. Also viele haben mittlerweile auch Privatfahrzeuge, haben mittlerweile so Jammer auf dem Dach. Mhm. Ähm, Das passt sich alles mittlerweile ein bisschen an. Also Mhm. so wurde es mir dort unten erklärt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mhm. Die jammen halt meistens eine Frequenz und da ist man am Rumbauen, sowohl auf russischer Seite und ukrainischer Seite, Ja. dass die quasi zwischen zwei Frequenzen immer hin und her switchen Ja. und so lassen die sich halt einfach nicht mehr richtig jammen. Genauso wird ja jetzt mit Fiberglaskabeln Ja. versucht, gar nicht mehr auf diese Jammer großartig reagieren zu müssen. Ja. Genau, aber genau, also man hat auf den Militärfahrzeugen diese Jammer sowohl als auch auf ganz normalen Privatfahrzeugen. Mhm. Ja. Die Zivilisten schützen sich da mittlerweile auch vor, weil das einfach, ja, ist ja ganz klar, auch mit Videos mittlerweile belegt, Mhm. dass diese FPV-Drohnenangriffe der Russen auch einfach auf zivile Fahrzeuge Ja. ähm, Also die schießen halt abgezielt. auf alles, was sich bewegt. Also, ja. Genau. Also ein ziviles Fahrzeug mit Zivilisten, die da an der Front und es gibt immer noch genug Zivilisten, die Mhm. trotz den Kämpfen an der Front die Wohnhäuser nicht verlassen wollen. Ja. Und die werden dann halt gnadenlos von diesen FPVs angegriffen. Ja, Ja, ich habe auch ein Foto, ein Bild mal geschickt gekriegt gehabt von einer guten Freundin aus Odessa und sie hat mir auch das gezeigt gehabt, dass ja, ein Lastwagen von FPV-Drohnen versucht wurde anzugreifen. Hat es zum Glück noch gerade ja, einen Baum verheddert gehabt, aber es war klar auf ja, den Lastwagen, wo es gezielt hat. Ja, ja. ja. Ne, das ist halt die Realität, kann man so sagen. So Ja. ist das, ja. Ja. So, dann schauen wir gerade uns das Video an. Es ist halt so eine Nacht, in der Nacht, wo ein Feuer brennt am Horizont. Genau. Ja, Also das ist halt, ich würde sagen, recht nah an der Front. ja. Ähm,
Genau, und da hat dann einfach schon echt alles gebrannt. Rechts und links war einfach nur noch Feuer. Mhm. Und, das war dann an dem Abend so das Einzige, was da irgendwie 'n bisschen Den Himmel die aufgelo Straße beleuchtet hat, ja, und Schon genau. interessant, dass ihr mit Lichtern fährt in der Nacht. Also habt ihr da keine Angst gehabt, dass ihr von FPV-Drohnen oder sowas aufgedeckt werdet oder sowas? Du, wir haben uns das ganz oft überlegt. Ähm, ja, letztendlich haben wir's trotzdem gemacht. Es gibt ganz viele, ukrainische Militär-Checkpoints, die da einfach auf den Straßen dann plötzlich auftauchen. Mhm. Und, mit dem Signal haben die uns dann einfach durchgelassen, ja. Okay, Und, passt. soweit also ab irgendeinem Zeitpunkt, weil der Radius von diesen FPVs halt einfach nicht so extrem ist und diese Shahid-Drohnen, Mhm. dann schon recht gezielt per GPS vorprogrammiert werden müssen, Ja, war die Gefahr jetzt eigentlich relativ absehbar, dass wir da okay, passt. nicht direktes Ziel sind, ja. Ja. Also Nacht ist immer noch besser, sich zu bewegen als am Tag, kannst du so bestätigen. Doch, doch, auf jeden Fall. Also, du hast auch prinzipiell nachts mehr Einsätze. Das liegt Mhm. einfach daran, dass, die Soldaten von der Front einfach meistens nur nachts evakuiert werden, Ja, klar. Mhm. ähm, weil es tagsüber zu gefährlich ist. Und das ist wiederum der Grund, dass du gerade in der Ukraine einfach sehr, sehr viele Amputationen hast Mhm. und Soldaten, die einfach, Arme und Beine verlieren, weil diese Tourniquets halt einfach, ewig und 3 Ja, Tage dann ist ja von länger als 3 Stunden teilweise an und dann wird es ja, ja das kritisch, dann muss es ja ab. ja. Und Ja. eigentlich müsste man 'n Druckverband, dann etablieren, Mhm. aber das machen halt viele einfach auch nicht. Und dann ist das, wenn der Soldat morgens um 8 verwundet wird, dran bis nachts um 2. Mhm. Und dass das halt nicht so optimal ist, kann man sich, glaube ich, dann ausmalen, ja. Ich denke, was man ein bisschen vielleicht bei so einem Krieg, wo hohe Intensität geführt wird, dass man wirklich überlegen muss, weil früher hat man ja von der Golden Hour geredet gehabt, dass man eine Ja. Stunde später einen Hubschrauber hat. Das kannst du ja ziemlich Ja, über Bord schmeißen. Und man muss halt ja. wirklich überlegen, wie man die Transition macht, weil ja, wenn du 9 Uhr morgens verwundet bist, wirst du wahrscheinlich erst, je nachdem wie spät, wie lange es hell ist, kann sein, dass du erst um 21 Uhr evakuiert wirst. Und das ist halt schon Ja, eine ja, lange Zeit. ja, wenn überhaupt. Also viele es gibt ja auch Videos, wie die Ukrainer schon Blutkonserven mit FPVs in die Gräben abwerfen, weil Mhm. man einfach gar nicht evakuieren kann. Mhm. Und, oft versucht man halt mit BMPs oder anderen gepanzerten, Kettenfahrzeugen da die Soldaten dann zu evakuieren. Aber es ist halt einfach oftmals nicht möglich, weil der Beschuss durch Artillerie, durch Ja. Panzerabwehr einfach so enorm ist, dass du das einfach vergessen kannst, ja. Ja, aber wenigstens, also ich glaube, da haben auch FPV-Drohnen auch eine wichtige Sache, dass sie halt wirklich die Patienten auch so stabilisieren können, also zumindest die Leute versorgen können mit wichtigen Gütern Doch, auf jeden Fall, aus der auf Luft. jeden Fall. Ja. Ja, So, dann gehen wir zum nächsten Video. Da brennt der Wald, die Wiese, kann man so sagen, ja. genau, Das ist ein also die Lauffeuer. 3 Videos, die ich dir geschickt habe, Ah, das ist quasi so ja, rechts und links an dem Abend, wo man noch mal ganz gut sieht, dass ja. da eigentlich alles Also ein Brennen ist, ja. Das sind halt genau, wirklich dass so die Welt Lauffeuer, kann man fast sagen, die brennen sich langsam durch. genau, Ja, das frisst sich einfach durch das Land wie die ja, Schützengräben und das ist einfach krass. Ja. Ich schaue noch das letzte Video, lass es noch laufen für die Leute. Dann gehen wir sehr wieder gerne. zurück zu den Fragen. Ja, das ist schon mal wirklich sehr spannend. Eindrücke, was du da erzählst. Und ja, ich denke, wir müssen vielleicht auch teilweise, müssen wir schon mehr dazu stimmen, die Grundausbildung ein bisschen überarbeiten, was das Medikale angeht, dass man halt mehr können muss als nur einen Tourniquet anlegen, sondern muss auch wissen, wie man vielleicht die Transition macht, dass man halt Druckverband und dann das Tourniquet Auf jeden löst. Fall, ja. Ja. Ja, ja, Weil ja, das ist ganz wichtig. wenn man das Bein verliert, dann ist es vorbei, ist man nicht mehr einsatzfähig, kann man so sagen, mehr oder weniger. Ne, das ist ja, das ist einfach die haben das da irgendwie noch nicht so wirklich drin, ja. Mhm, passt. Dann gehen wir mal zurück zur Fragen. Was ganz kurz, Moment. So, damit. Okay. Gut, die 11. Frage ist, wie hast du es mit dem Stress und mit der Belastung, bist du damit umgegangen? Weil es ist ja trotzdem ein Stress, wenn man dort ist. Und ich muss noch Mhm. gucken. Ja, bin gleich da. Zack. So, jetzt haben wir die Kamera. So, Ton freigeben doch. Schau, okay. Ist da haben wir es, passt. So, ja genau. Wie bist du mit dem Stress umgegangen? Ja. Ja, also wie du es eigentlich vorhin schon gesagt hast, man macht halt sehr viele Witze
und hat dann entwickelt einfach einen ganz speziellen schwarzen Humor, würde ich sagen, ja. Ja. Und, versucht quasi über den Weg einfach, ja, so ein bisschen Stress abzubauen, würde ich Mhm. sagen. Mhm. Vieles bleibt einfach verkappt, glaube ich, in einem, ja. Ja. Ähm, Das macht man dann irgendwie mit sich selber abends aus, aber ja, doch über viel wird einfach gescherzt, ja. Ja. Und das sind dann halt so Sachen wie, wenn man zum Kameraden sagt: „Hey, du hast echt gute Ausrüstung dabei. Wenn du stirbst, dann würde ich die dann nehmen", ja. Und, Mhm. Ja. ja, Also so es halt der Humor. Es ist halt irgendwie das weniger tragisch zu wirken zu lassen, ja, psychologisch. ja, 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 ja. Ja. Habt ihr auch einen Moment gehabt, wo ihr vielleicht zum Beispiel von einer FPV-Drohne im Visier wart oder sowas? Oder habt ihr das nie gehabt so? Oder eher eine gefährliche Also, Situation allgemein? ich kann ja nicht tatsächlich gar nicht sagen, ob wir von FPVs, Mhm. gesehen worden sind. Wir hatten über uns ständig Shahid-Drohnen. Mhm. Das, hast du halt, aber, ja, ob da FPVs eigentlich direkt über uns waren, da Mhm. haben wir jetzt eigentlich nicht wirklich nachgedacht. Ja, einfach gemacht Ja, wahrscheinlich. Ja, einfach gemacht. ja, das kann ich gut nachvollziehen. Gab es Momente auch, wo du Angst hattest? Hm, schwierig, ja. Also, ja, so richtig Angst eigentlich nicht, Mhm. ne? Man besinnt sich halt auf das Wesentliche, was man grade macht und, blendet alles um einen rum so 'n bisschen aus. Mhm. Ähm, Es ist schon bewusst einem danach, dass das ganz schnell hätte zu Ende sein können, Ja, klar. aber, ja, so 'n richtigen Schock-Angst-Moment gab's eigentlich tatsächlich nie, ne. Also, ja, also, okay, gut. Da muss, genau, also die Angst, wie hast du sie überwunden? Das kann man in dem Sinne weglassen, die Frage. Äh, welche Rolle spielt die Kameradschaft für dich in diesem Konflikt? Oh, das ist ganz essenziell, ja. Also, ohne das, kannst du so was auch gar nicht machen und durchstehen. Ähm, Kameradschaft, wer das selber nicht erlebt hat, ist, glaube ich, ganz schwer nachzuvollziehen, Mhm. ja. Du bist halt dort einfach wie 'ne Familie, ja. Du teilst alles, was du hast. Du isst buchstäblich eigentlich aus demselben Teller wie die anderen, ja. Mhm. Und, du sorgst dich um die anderen genauso wie um 'nen Bruder oder um deine Mama oder um den Vater, ja. Mhm. Das ist einfach ganz essenziell. Der Unterschied zu 'nem normalen Freund, würde ich jetzt mal behaupten. Und ohne quasi die zweite Familie dort, glaube ich nicht, dass du das, so durchziehen könntest, ja. Ja, also wirklich spannend. Ja, was würdest du an anderen Leuten raten, wo sich für einen ähnlichen Einsatz interessieren? Ja, man muss sich halt einfach bewusst sein, dass das Krieg ist, ja, und kein: „Ich gehe jetzt nach Berlin oder ich gehe jetzt nach Zürich und arbeite da mal 'ne Woche lang in 'nem Krankenhaus oder fahre da mal 'n bisschen Rettungsdienst." Mhm. Das ist Krieg und das kann heute alles gut laufen und morgen bist du tot. Ja, Ja, das ist einfach so. Und, man muss sich einfach dem bewusst sein, dass das kein Spaß ist und kein Spielplatz und, wenn man sich da 'n bisschen ausprobieren will, dann ist das auch der falsche Ort. Informier dich einfach wirklich ausführlich darüber, was du machen willst dort und mhm. wo du hingehen willst. Renn da nicht einfach blind rein, ja. Diese ganzen, Legion-Dinger, ich finde das ja ganz stark, wenn das Ex-Militärs machen. Ich meine, die Erfahrung ist da, man hat schon mal militärischen Kontakt gehabt, aber es gibt halt einfach auch sehr viele, die das blind machen, ohne jeglichen, Hintergrund und, informiere dich einfach wirklich darüber, was da passiert, was da ist und, sei dir sicher, dass du vielleicht da stirbst, ja. Ja, also das ist ein One-Way-Ticket teilweise, dass man da nicht mehr Ja, zurückkommt. Also je nachdem, was man macht. Wenn schon mal weit hinter ist, dann geht's ja noch, aber wenn du ja, wirklich halt nah an der Front bist, dann kann das sehr gefährlich sein. Genau. so ist Äh, das, ja. wie hat sich die Sichtweise dieses Konfliktes für dich geändert, seit du dort im Einsatz warst? Oder hast du immer noch die gleichen Ansichten wie vor dem Einsatz?
Also, ich habe ja vor dem Einsatz schon gesagt, man muss auf jeden Fall was machen. Jetzt nach dem Einsatz ist das eigentlich nur verfestigt, ja. Mhm. Es muss einem einfach klar werden, dass der Krieg dort gestoppt werden muss und nicht, wenn er dann die polnische Grenze erreicht Mhm. oder in Litauen oder in Estland anfängt. Mhm. Und man muss sich einfach so ein bisschen damit auseinandersetzen, ob der Krieg wirklich zu Ende ist, wenn die Ukraine eingenommen ist, ja. Und, Mhm. ähm, genau, so muss man einfach ein bisschen darüber mal nachdenken, ja. Aber für mich persönlich ist das, einfach nur gefestigt, dass man da jetzt, ähm, in der Ukraine, wo die Ausbreitung, ich sage, ist schon viel, klar, aber wo man das Ruder noch irgendwie rüberreisen könnte, dass Mhm. man da jetzt was tun muss, ja, und nicht erst, wenn es Ja. kurz vor knapp ist. Also wenn du es, glaube für historisch als Beispiel kann man sagen, das ist ungefähr Tschechei, da kann man noch reagieren danach, ne, aber Polen so historisch mal so als Referenzbeispiel, was viele Leute kennen, kann man Ja, sagen, ja, der nächste Konflikt wird wahrscheinlich dann schlimmer noch werden, weil, ja, oder auch wenn man den Konflikt einfriert, das nützt am Ende nichts, weil dann beide Seiten aufrüsten können und dann hast du noch mehr ja. Toten. Das ist, Es ist einfach ein Krieg in Europa mhm. und der ist nicht so weit weg, wie man sich das vielleicht denkt, ja. Ja, Und das sind 1.800, 2.200, ganz ja, egal, ja, je nachdem, wo man halt ja, lebt. Aber, das ist nicht weit weg von einem mhm. und das kann halt schnell hier rüberkommen, ja. Ja. Ja, besonders halt, wenn so eine Art Businessfall ausgerufen wird, dann eskaliert es komplett, wenn sie jetzt irgendwo eine Grenze überschreiten, zum Beispiel. Oder ja, ich Ja, denke, die Russen werden es aber wahrscheinlich anders machen. Sie werden wahrscheinlich die Länder spalten zuerst und dann sich einzeln vornehmen. Ist einfacher. genau, genau. Ja, Das ist ja ja, mittlerweile, ganz offen gelegt, der Plan, ja. ja. Wie war eigentlich die Zusammenarbeit für dich mit der ukrainischen Bevölkerung? Ähm, Ich sage jetzt mal frontnah eigentlich recht gut, ja. Mhm, Ähm, Doch, sehr dankbar, sehr offen. Die englische Sprache ist recht schwierig mit den Ukrainern, weil ja, klar. sie können es halt einfach nicht oder nur sehr schlecht. Ja, Ähm, aber, doch super offen, super nett, super froh, dass, ich sage mal, Ausländer da sind, die da aktiv helfen, ja. ja, Und, das verflüchtigt sich leider so ein bisschen, je weiter du dann quasi von der Front mhm, wegfährst, ja, weil da der Bezug dann klar, weit weg ist. Ukrainer, ja, Ja, aber das ist halt ein riesiges Land eigentlich mhm, und, je weiter du quasi von der Front weg bist, desto weniger ja, hast du da noch 'n großen Bezug zu, ja. Und dann ja. interessiert einen das eigentlich auch nicht mehr. Aber an der Front, die Zusammenarbeit war super, Ja, doch. das ist schon krass. Das ist, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Aber ja, die Bevölkerung muss sich auch, ja, man ist halt weit weg und dann ist es weiter weg. Das ist der Punkt. Natürlich, was du Ja, hast, vielleicht hast du einen Mann oder ein Familienmitglied oder einen Freund, wo irgendwo an der Front ist und so weiter. Da macht es natürlich schon Sorgen. Die Unterstützung ist ja trotzdem da für die Bevölkerung, aber die ja, Leute, die den Krieg erleben, wirklich tagtäglich, das ist ein ganz anderes. Also ich merke auch, die Leute sind ein bisschen anders in Odessa, wie zum Beispiel in Kiew. In Odessa werden ja, sie ja fast wirklich täglich aktiv beschossen. ja, Kiew ist es so alle 2 Tage mal, dass sie ja, was rüberschicken. ja. Genau, wo waren wir? Welche Herausforderung hast du in deiner Rückkehr gehabt nach Deutschland? Ähm, also, ich empfand das Ganze hier als sehr, sehr still Mhm, tatsächlich. Ähm, Du hast halt immer eine gewisse Geräuschkulisse, ja, ob das jetzt Drohnen sind oder Einschläge oder Schüsse. ja, Und, ja, ich würde sagen, die erste Nacht und die zweite Nacht waren schon sehr komisch. mhm, Dann ging das eigentlich ganz gut, ja. Aber, ja, ich dachte so die erste Nacht, das wird sich ziehen, ja. mhm, Also, mich verfolgt eigentlich nichts wirklich ja, aktiv, ja. Aber es ist halt, ja, du bist dann wieder zurück und dann ist ja, das alles eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen hier ja, und alle sind happy und zufrieden, ja, und ja. du kommst da gerade aus dem Krieg zurück und ja, Vielleicht sind ein bisschen die Leute teilweise fremd jetzt, weil du halt mit dem zu tun hast, dass du halt Menschen hast, wo einen ganz anderen Blickwinkel haben von der ganzen Welt, wie du, was du gesehen hast, oder?
ja, ich kann halt vieles nicht mehr wirklich nachvollziehen, Mhm. was über was sich Leute einfach beschweren, ja. Ja, Das ist für mich einfach mittlerweile nicht mehr wirklich ergründbar und, ja, das regt mich persönlich eigentlich ja, mehr auf, dass ich da Verständnis für zeigen ja, könnte, ja. Aber klar, ich meine, die kennen das nicht, ja, ja. aber, Ist ja nicht die Realität. Die haben alle ihre Bubble und das ist halt nicht ihre Realität. Du hast es halt jetzt in deine ja, ja, Realität reingenommen. Also ich kann es auch, ich habe mal was gehört, so eine Doku über die Luftschlacht um England, die Kampfpiloten damals hoch sind. Weil sie haben ja ja, um den Tag, haben sie um ihr Leben gekämpft gehabt da oben. Da sind sie gelandet nach in eine Bar gegangen und das hat für sie auch ein ganz komisches Gefühl gehabt, dass die Leute ihnen so fremd waren, weil ja, vielleicht haben sie gerade einen Kamerad verloren. ja, Und ja, dann hast du halt wirklich diesen Druck immer gehabt, du weißt, morgen musst du wieder hoch. Du hast mhm, entweder voll über die Stränge geschlagen, aber du warst halt irgendwie die Leute unten drum, warst du fremd, kann man so sagen, ja. 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 Das hat, was hat dir wieder geholfen, den Alltag recht zu finden? Aber ich würde, glaube ich, sagen, einfach arbeiten, ja. Hm. Das war so 'n bisschen so einfach arbeiten, wieder so 'n bisschen in das Gewohnte zurück. Mhm. Ist trotzdem noch komisch, weil, ja, die Bauchschmerzen seit 4 Wochen zu Ja. versorgen, ist halt was anderes wie 'n abgerissenes Bein, ja. Mhm. Und, da fehlt mir auch viel Verständnis, ja, Ja. Ja, klar. aber sonst, ja, arbeiten und so einfach Revue passieren lassen, das Ganze, ja, sich Ja. einfach damit auseinandersetzen Mhm. und, ja, der Ausblick, dass ich da halt wieder hingehe. Ja, doch. Ja. Das hat mich innerlich quasi schon 'n bisschen beruhigt, würde ich Ja. sagen, Weil ich kann es gut nachvollziehen. Also mein Onkel, der hat ja auch zum Beispiel viele Einsätze gemacht gehabt, damals in Afrika für die französische Seite. Und ja. der Ja, Punkt ist, er sagt, bei ihm hat es nicht wirklich verfolgt, es ist erst danach gekommen, aber bei ihm hat er natürlich aktiv Menschen bekämpft. Bei dir ist das ja weniger der Fall, du hast ja wirklich Menschen gerettet. Ich denke, es ist ja, psychologisch nochmal was anderes, was man da durchgeht, doch, ja, das als sind 2 Paar Schuhe, ja, ja. definitiv. Genau, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir in die Zukunft für die Ukraine und allgemein für die Welt? Eigentlich, ja, Mhm. Frieden, ganz Frieden, ja. klar. Ja. Frieden, das ist, glaube ich, das Erstrebenswerteste, Mhm. was wir in der heutigen Zeit, haben können. Mhm. Es wird immer Kriege geben, klar, aber, für die Ukraine speziell jetzt einfach Frieden, ja, und Ja. endlich mal Ruhe. Das geht jetzt so lange Ja. und man merkt es den Leuten einfach an, dass die ausgelaugt sind und dass man sich einfach ganz banal Frieden wünscht, ja. Ja. Also denkst du, dass die Ukrainer kurz vorm Aufgeben sind oder moralisch immer noch Nein, da auf sind? gar keinen Ja, Fall. Nein, keinen nein. Fall. Also dieser Siegeswille Mhm. und, die Entschlossenheit, die die Ukrainer, auch nach den ganzen Jahren jetzt haben, der ist immer noch genauso stark, würde ich sagen, wie an Tag eins, Mhm. wenn nicht sogar noch stärker. Ja. Und ich glaube, auf sämtlichen Videos, die in Social Media kursieren von den ukrainischen Streitkräften, kann man das gut erkennen, dass da der Wille immer noch ungebrochen da ist, diesen Krieg zu gewinnen, ja. Und ich Mhm. denke, wenn der Wille nicht da wäre, dann wären die Fronten, glaube ich, ganz anders verteilt, wie sie jetzt wären, ja. Definitiv. Also es ist eigentlich unglaublich, weil, sagen wir so, es hat ja auch einer von eine gewisse Brigade, also die Azov-Brigade hat es den Leutnant gesagt gehabt, theoretisch wären sie mathematisch, hätten sie keine Chance gehabt gegen die Russen, rein mathematisch Ja, her. Und ja, das ist halt genau, weil die Leute sich so zusammengehalten haben, dass sie überhaupt das geschafft haben, die Russen aufzuhalten. Das ist ja, schon eine Riesenleistung und ich denke, das ist genau der Punkt. Krieg ist nicht nur Zahlen, es ist auch, wie man so schön sagt, die Kunst des Krieges. Es ist wirklich halt, man muss es verstehen und sich anpassen dafür. Ja, so ist das, ja. ja. So, hast du noch vielleicht, wir sind jetzt ja bei der letzten Frage gewesen, hast du noch was du gerne teilen willst vielleicht mit den Leuten oder so weiter? Sonst gehen wir langsam rüber, was sie mir da alles in Live-Chat reingeschrieben haben. Ne, also ich bin sehr gespannt, was die Leute noch alles wissen wollen. Ja. Gern kann man alles fragen. Mhm. Bin da sehr offen. Klar, Standorte et cetera kann ich jetzt nicht teilen, Ja, ja, aber klar. versuche alles so gut wie möglich zu beantworten und, freue mich auf den Austausch, ja. Ah, okay, da haben wir mal die erste Frage. Wie viele Soldaten aus dem Ausland kämpfen im Moment für die Ukraine? Eure Einschätzung ist? Das ist jetzt mal eine Frage an dich, wenn du Boah, über was weißt. also ich habe da tatsächlich gar keine Zahlen, ja. Man muss sich Mhm. das, glaube ich,
wenn dann schon gezielt raussuchen. Klar, man hat jetzt ILDU, also diese internationale Legion, die ja schon recht länger Ja. etabliert ist. Zudem kommt jetzt Azov, die international jetzt eine Mhm. Legion bilden. Mhm. Also ich denke, da kämpfen schon sehr, sehr viele, ja, Ja, ausländische Kämpfer, gerade in der Legion. Ähm, aber ja. wie viele Zahlen das sind, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Es ist auch, glaube ich, schwierig herauszufinden, weil es gibt ja auch viele Südamerikaner zum Beispiel, wo auch teilweise für die Legion kämpfen, das sind ja bekannt. Oder ja, Leute aus Asien, du hast sie überall aus der Welt, wo Menschen Ja, kommen. es gibt ganz viele, die kämpfen ohne Verträge, weil sie Ja. einfach diese Freiheit haben wollen, morgen sagen zu können, ich gehe. Mhm. Ja, und ich gehe mal nicht von aus, dass die mitgelistet sind. Und ich gehe mal von aus, dass viele Zahlen, die man da im Internet findet, wahrscheinlich eher propagandamäßig. Klar, Krieg ist immer Propaganda, ja, das ist an sich nichts Ja, Schlechtes, ja, das klar. muss ja irgendwo sein. Mhm. Aber dass das mit Sicherheit auch hochgepusht wird, um da einfach Russland falsche Zahlen zu liefern, ja. Ja, klar. Das ist ja auch, du sagst immer, die erste Sessopfer im Krieg ist die Wahrheit und das ist Ja, die Tatsache. Ja. so ist das, Wie, ja. genau. Wie schaut es aktuell mit der, das ist nochmal eine Frage. Genau, also, wie schaut es aktuell mit Artilleriemunition aus? Werden genug 155er geliefert für die Ukraine? Was denkst du? Ich weiß auch nicht, warum sie dir das stellen, weil du bist eigentlich ein Medic, aber genau. Ja, Ähm, also ich gehe mal nicht von aus, dass da genug Artilleriemunition vorhanden ist. ja. Da wird sicherlich mehr gebraucht als verwendet und jeder Schuss, den wir momentan setzen, Mhm. wird gut bedacht sein. Ähm, ja, aber das ist ja mittlerweile, glaube ich, ein weit verbreiteter Fakt, dass da einfach mehr Munition und mehr Waffen geliefert werden müssen. Ja, das ist so. Definitiv. Kommt auch mal eine Frage vom Edu. Hast du einen F-16 in der Ukraine bereits gesichtet? Genau, das ist mal die erste Frage. Ne, also Chats haben wir jetzt so aktiv, man hat es gehört, ja, aber ich habe da jetzt nicht aktiv am Himmel gesucht, ja. Was man viel sieht, sind einfach niedrig fliegende Helikopter, niedrig fliegende Kampfhelikopter oder Kampfhelikopter, die Shahid-Drohnen Ja. eskortieren. Mhm. Ähm, genau, aber so Kampfjets sicherlich viele vorhanden, Ja. fliegen da sicherlich viele rum. Ähm, hören tut man sie, aber meistens sind die dann schon weg, wenn Ja. man anfängt, Die in den fliegen ja Himmel zu meistens gucken. sehr tief, entweder oder du fliegst halt Ja, sehr hoch. Das sind halt die zwei Varianten, die ja, du hast. ja. Weil mittler ist nicht immer gut. Mittel machst du mehr aus Bereitstellung, dass du halt schnell abtauchen kannst oder hochtauchen kannst, aber das macht man eigentlich ja nicht so. Genau, hat vielleicht auch die Ankündigung von der F-16 und die Mirage, also wo sie damals angekommen sind in der Ukraine, hat das irgendwie eine Motivation in der Bevölkerung ausgelöst? Ich glaube, die wissen nicht, wie lange du das machst, aber ja, vielleicht hast du was mitgekriegt. Du, mit Sicherheit. Hm. Ja, also ich denke, jede größere Lieferung, die jetzt auf Leopard 2A5 oder Panzerhaubitzen oder Kampfjets oder jegliche andere motorisierte Kriegsführung abzielt, ist mit Sicherheit ja ein riesiger Aufschrei für die ukrainische Bevölkerung und ein riesiger Mutmacher, ja. Ja, ja, klar. Weil es einfach ein neues Werkzeug ist, um vielleicht den Krieg umzureißen. Ja, Ja, also man merkt es auch, es gibt ja auch aktuell im Protrovsk die Gleitbomben von der Ukraine, wo sie jetzt sehr viel schmeißen, damit sie schaffen sie jetzt ja teilweise die Russen ein bisschen zurückzudrängen. Und das natürlich macht es moralisch besser, weil sie haben halt natürlich jetzt die F-16, wo sie die decken und unten dran haben sie ja die MiG-29, wo dann die Bomben schmeißen können. Und so können sie halt wirklich, macht halt natürlich die Luftwaffe effektiver, das kann man auf jeden sagen, Fall, ja. genau. Genau. Wie sieht es eigentlich restlich aus für dich? Also hast du da irgendwelche Probleme in Deutschland oder nicht? Ne, also, ich muss ehrlich sagen, die Polen fanden das nicht so witzig, als ich zurückgefahren bin. Okay. Die haben mich recht lang, an der Grenze ausgefragt und durchsucht. Mhm. Ähm, die Okay. deutschen Grenzbeamten, die hat das eigentlich recht wenig interessiert. Interessiert, okay. Man muss natürlich schon sagen, ja, ich bin nicht aktiv am Kämpfen dort, Ja, ja. klar. Das ist halt einfach, glaube ich, 'n riesiger Unterschied. Wie das jetzt für Kämpfer aussieht, die dann zurückkehren, das kann ich tatsächlich nicht, Mhm. nicht Ja. beantworten, wobei, soweit ich weiß, solange du 'n rechtskräftigen, sauberen Vertrag mit der Armee Mhm. hast, dann ist das halt Dienstzeit, ja. Ja.
dann bist du da nicht in irgendeiner Söldnergruppe Ja, oder in irgendeinem komischen Untergrundkampfverband ja klar. und kämpfst da, sondern du bist Teil der ukrainischen Armee und dann Ja, hat das schon alles Hand und Fuß. Dann ist das, glaube ich, soweit ich auch weiß, geregelt. okay. Ja, Aber für mich, ja, ich war als Medic dort und gehe als Medic wieder dahin und ja. fürs Menschenleben retten kann mich, glaube ich, keiner bestrafen. Ja. Nein, definitiv nicht. Also, du hast ja auch nicht mal, zweite Frage wäre, welches Gewehr hast du benutzt, aber du hast ja keine Waffe gehabt in dem Moment. Oder hast du eine gehabt? Nee, also wir hatten Waffen bei uns in der Basis, aber Mhm. ja, also für die Medic-Einsätze und Missionen war das eigentlich tatsächlich nicht Unnötig, nötig. ja, weil Ja. es ist ja nicht, dass plötzlich die Russen irgendwo sein könnten, dass jeder in so Nee, einen das Hinterhalt schleppst du fliegt. mit und dann steht das halt da, ja, aber Ja. du brauchst das halt einfach aktiv nicht, ja. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wenn wir anfangen müssen, auch zu kämpfen, an Step Points oder auf dem Evakuierungsweg, dann ist schon irgendwie was ganz gewaltig schiefgelaufen, ja. Genau. Da hat noch NVM, ob du da Russe, Ukrainer oder Deutscher bist. Du bist Deutscher. Das kann man von der Redensart her, kann man so sagen. Genau. Hast du vielleicht irgendwo noch Familienbezug gehabt von der Ukraine oder sowas? Familiell oder Nee, nee, gar nicht? nee, gar nicht. Nee. Gar nicht so gepasst, ja. Gehen wir schon mal weiter. Wieso geht man in die Ukraine? Habe ich, glaube ich, am Anfang gefragt gehabt, aber war wahrscheinlich noch nicht dabei. Ja, ja, um einfach zu helfen, ja, Ja. um vielleicht noch einen kleinen Unterschied in diesem Krieg machen zu können, ja. Mhm. Und für mich persönlich einfach in den Spiegel gucken zu können und sagen können, ja, ich habe versucht, da zu helfen. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass es vielleicht in Richtung Frieden geht, ja. Und Mhm. das ist ja eine riesige Bubble, wirklich. Man muss sich einfach wirklich damit auseinandersetzen, was passiert, wenn dieser Krieg verloren wird, ja. Und dann kann man sich das für sich selber aussuchen, wie man sich das am besten beantwortet. Gibt es wahrscheinlich 1000 Antworten drauf und keine ist falsch und richtig. Mhm. Für mich ist es einfach der Drang, den Menschen dort zu helfen, ja. Definitiv. Da hat uns nochmal eine Frage gegeben. Was ist der Unterschied zwischen einem Panzer und einem Humvee? Ja, Panzer ist Regel mehr gepanzert. Humvee hat ein bisschen weniger Panzerung drauf, also für ein bisschen schneller und flinker. Kann man so sagen, oder? Ja. Ja, da würde ich jetzt einfach mal genauso unterschreiben. Ja. Okay. Das sind halt technische Sachen, das geht ja genau nicht darum. Ja, das ist, Genau. ja. Ja, genau. Also, die Basis- Seite, die schützt. Lichtwert. Okay, ja. Das ist nur. So, ich muss so kurz ein bisschen Fragen noch durchgehen. Mhm. Genau. Eine wichtige Frage. Wie werden Sprachbarrieren überwunden? Ich würde sagen, kannst du ja selber noch was erzählen. Oh, Sprachbarrieren. Ja, also man versucht das irgendwie auf Englisch, ja. Das funktioniert halt echt meistens immer so semi-gut. Und ansonsten ganz klassisch irgendwelche Übersetzungs-Apps, die du da auf dem Handy hast. Mhm. Ganz oft übersetzt das auch einfach ganz komisch ins Ukrainische. Ne? Das geht aber den Ukrainern in die andere Richtung genauso. Man kommt tatsächlich ganz gut durch und dann schnappt man halt so Floskeln, so umgangssprachlich irgendwie ein bisschen ukrainisch auf. Mhm. Und tatsächlich brauchst du da jetzt nicht wirklich so extrem viel ukrainisch. Ja, du hast halt Ja. diesen Übergabezettel. Die meisten Ärzte in den Step Points, die sprechen gutes Englisch. Mhm. Und in den Städten, in den Krankenhäusern sprechen sie auch gutes Englisch. Und sonst benutzt du halt bei stabilen Patienten Mhm. soweit einfach eine Übersetzungs-App, ob die Schmerzen haben Ja. oder irgendwas anderes brauchen. Oder man symbolisiert sich das mit Handzeichen. Ja. Das geht schon erstaunlich gut, ja. Das klingt wirklich sehr spannend, weil der Punkt, ich denke, ich glaube, die junge Generation hat weniger Probleme, glaube Englisch zu reden, wie die ältere Generation, oder was denkst du? Ja, ja, doch, doch. Ja. Auf jeden Fall. Also ich kann mich auch an eine Situation erinnern, wo ich in der Ukraine war. Ich war da am Strand spazieren. Da wollte ich irgendwo reinlaufen. Da wollte er sagen, da darf ich nicht reinlaufen. Und ich sage, ja, what do you mean? Nachher sagt er, merkt, dass ich also Englisch rede mit ihm. Also, hm, mit so einem Handwechsel. Und ich denke, es ist genau das, was es halt manchmal Ja, ist. so kommuniziert man halt dann und Ja, dann versteht man das meistens auch gut. ja, genau.
Passt. Jetzt haben wir noch eine Frage vom Hauber Fritz. Er würde dich gerne fragen, wie würdest du, ich das mal kurz schnell durchlesen, dann sage ich es dir gerade durch. Okay. Wie Mhm. würdest du den Besuch wann stattfindet? Er fragt dich, findet das statt von der Linie Null, also vom Feldlazarett bis zum Spital? Mhm. Was sind die Phasen, wo du da durchlebst? Diese ganzen Sachen, wenn du das mal so genau erklären könntest. Also, äh, ja, das ist eigentlich ja, das kann man sich so vorstellen, du Mhm. bist jetzt ganz normal in der Basis, ja, dann kommt der Alarm rein, dann kriegst du schon über den Alarm ja, so einen ganz kleinen Einblick, Mhm. dann weißt du, okay, ein Ja. Patient. Manchmal steht schon drauf, okay, Beinabriss oder offene Thoraxverletzung oder Schädeltrauma, Mhm. so Dinge steht aber tatsächlich in der Regel eher weniger drauf. Mhm. Und an welchem Steppoint, ja, und wann die Uhrzeit. Und Mhm. gerade für Schwerverletzte ist die Uhrzeit eigentlich immer jetzt. Ja. Und dann düst du los zum Stabilisationspunkt. Dann guckst du den Patienten dort erstmal an, untersuchst den noch im Steppoint, wenn Ja. möglich, ja, weil da einfach dann die Versorgung besser ist wie hinten in diesem kleinen Mini-RTW. Ja, klar. Und falls da noch irgendwas auffällig ist oder nochmal Schmerzmittel gebraucht wird, versuchst du das über den Steppoint dann nochmal zu machen, weil du halt versuchst schon ressourcenarm zu arbeiten, ja, Mhm. da vielleicht einfach dann, okay, dann kriegt er da nochmal Schmerzmittel und dann können wir eventuell dann nochmal Schmerzmittel geben, falls er es braucht. Mhm. Dann brauchen wir da jetzt nicht an uns was ran, so blöd das klingt. Mhm. Ähm, ja, und dann düst du vom Steppoint los. Das sind meistens so gute 2, 2,5 Stunden, bis du dann in der Stadt bist, die das dann übernimmt. Mhm. Ähm, meistens kriegst du vom Militärkoordinator dann noch gesagt, in welches Krankenhaus. Die sortieren die Krankenhäuser meistens einfach nur in Zahlen dann um. Mhm. Heißt Hospital 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Ähm, genau, und über diese 2 Stunden, ja, kümmerst du dich halt um alles. Ja. Guckst, dass der Patient stabil bleibt, gehst auf verschiedene Kreislaufreaktionen ein, gehst auf die Schmerzsituation ein. Wenn der Patient bewusstlos wird oder intubationspflichtig, fängst du an, den zu intubieren, Mhm. übernimmst die Beatmung, ja, versucht quasi den Patienten über diese 2 Stunden einfach so stabil zu halten und am Leben zu halten, Ja, klar. dass wir irgendwie dieses Krankenhaus erreichen. Und klar, wenn der Patient einen Herzstillstand kriegt, reanimierst du diesen Patienten, Mhm. versuchst da irgendwie den hohen Blutverlust mit Flüssigkeit auszugleichen. Aber ja, so kann man sich das in etwa vorstellen. Das ist halt viel, viel schnelles Eingehen auf unvorhersehbare Situationen Mhm. und die Überbrückung dieser Fahrt einfach, ja, Ja, also genau. es ist halt wirklich deine Aufgabe ist ja wirklich halt den Patienten zu stabilisieren und dass er heil Genau, ankommt und dass er da bleibt. genau, genau. Genau, also gehen wir zur nächsten Frage. Würdest du empfehlen? Okay. Wie weit würdest du empfehlen, wie weit sollte man hinter der Kampflinie sein für ein Feldlazarett? Was würdest du da Ja, empfehlen, taktisch? also für 'nen Step Point, ja, wie weit die letztendlich genau von der Front weg waren, kann ich nicht sagen. Also, ich war Ja, ja. meistens nachts einfach dort, ja, Mhm. und dann fragt man da eher weniger rum: „Hey, wie weit seid ihr da jetzt Mhm. genau von der Front entfernt?“ Mhm. Ähm, ja, ich denke mal, die meisten haben sich so, ja, auf 15, 20 Kilometer fokussiert, ja, und sind Ja, da okay. meistens in irgendwelchen Unterständen oder Kellern. Mhm. Das hast du ganz oft, dass du halt zersprengte Häuser hast und dann haben die das unten halt im Keller irgendwie versucht, sich da einzurichten. Mhm. Eher schlecht als recht, aber funktioniert. Ähm, aber das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, ja. Und ich möchte auch gar nicht für alle sprechen. Und das wird an der Kampflinie anders sein wie an der nächsten und an der wieder anders wie an der. Und ja, im Westen dann wieder komplett anders. Das macht jeder so ein bisschen, wie er es denkt und wie halt die
aktuelle Situation dort ist. Wird da viel mit FPV gekämpft, wird da viel mit Artillerie Ja, gekämpft, wird dann nur mit Infanterie gekämpft und dann kann man das so ein bisschen planen und sich demnach einfach verschieben, ja. orientieren, ja klar. Und dann kommt noch die letzte Frage, auch wieder von Fritz, also Haubitzen Fritz. Und er sagt, ist das Rotenkreuz eher offen zu tragen besser? Also empfiehlst du es eher offen zu tragen oder eher ist es nur Zielscheibe, wenn man mit dem Roten Kreuz rumfährt? Also, wir hatten gar kein Rotes Kreuz Mhm. irgendwo Mhm. irgendwo drauf. Unsere Rettungswägen waren alle in Multicam komplett Ja. getarnt. Da war außer dem Blaulicht eigentlich nicht ersichtlich, dass wir 'ne Rettung sind. Mhm. Ähm, genau, also, ja, ist schwierig zu sagen. In der Vergangenheit gab's schon Situationen, wo Medic-Teams gezielt angegriffen worden Mhm. sind. Ob das jetzt System hat oder ob das kein System hat, ja, fraglich. Ja, Ja. ich würde es jetzt nicht empfehlen, mit 'nem riesigen Roten Kreuz da unten rumzurennen, Ja. ja. Ich denke, da wirst du dann eher von FPV oder Artillerie, Ja, bekämpft, das müssen wenn sie halt du FPV drüber, anfängst. wenn sie einen sehen, die wissen halt, wenn ein Medic verletzt, dann sterben vielleicht noch zwei andere daneben dran, weil sie Ja, halt nicht ja, Feuerwehr. ja, Ja, also ich würde das, glaube ich, nicht empfehlen, ne. ja, das ist halt schon da. Ich habe auch was gesehen gehabt, wo noch der Krieg angefangen hat. Man hat so einen Telegram-Channel gesehen gehabt, wie teilweise ukrainische Soldaten aus dem Wagen ausgestiegen. Es war wahrscheinlich russische Narrativ, aber wenn du das als russischer Soldat siehst, dass du plötzlich das auch nicht mehr ernst nimmst mit dem Roten Kreuz, weil ja, weil Ne, einfach, das ja, es wird ja extra gemacht teilweise auch. ja, ja, das ist also ich würde das nicht machen. Die meisten, Mhm. Medic-Teams sind komplett getarnt und niemand Mhm. läuft da in Signalfarbe rum oder mit rotem Kreuz, Ja, weil's primär auch einfach gar keinen Mehrwert hat. Ja, ja, das ist einfach so, niemand interessiert das, ob du da jetzt 'n rotes Kreuz aufm Dach hast, ja, weil's sowieso keine Rettungshelikopter oder Ähnliches gibt. Und, ja, ne, also ich würde sagen, Tarnung geht vor dem ja. und lieber so unterm Radar durchbewegen und durchschlängeln, Ja. wie's nur geht, ja. Besonders muss man sagen, der Krieg geht ja mittlerweile sehr lange, da ist einiges passiert. Das ist auch auf beiden Seiten und da Ja, wird auf jeden Fall. wird man unempfindlicher mit der Zeit. Also, was am Ja, Anfang vom Krieg ist ja meistens noch okay, da sind wir noch alle noch halbwegs Zivilisten ein bisschen im Kopf, aber sobald der Krieg länger geht, dann ist es natürlich einiges passiert und dann glaubt man ein paar Sachen nicht mehr, weil jeder denkt, dass er ein Schlaumeier ist und genau die Schlaumeier macht es am Ende fast ja. schlimmer, den Krieg kann man so sagen, ja. Genau, was können wir noch? Ah ja, und noch von Fritz Haubitz, er sagt ja, vielen Dank an den Kameraden und viel Soldatenglück für die Zukunft. Ja, vielen lieben Dank. Genau, dann sind wir mal da. Genau, direkte Fragen. Okay. Direkte Frage würdest du? Genau, Wolf fragt noch, ob du direkt nochmal in die Ukraine gehen würdest als Medic. Ja, genau, Mhm. ab dem 9. Mhm. nächsten Monat bin Mhm. ich wieder auf dem Weg dorthin, und ich schätze mal, dass ich dann am Mhm. 11. Mai wieder am Zielpunkt sein werde, um dann, ab dem 11. Mai abends schon wieder Ja. als Medic an der Front zu arbeiten, genau. Das ist wirklich sehr spannend. Ja. Und auch eine direkte Frage. Was hat dich damals entschieden, dass du mal wieder kurz nach Deutschland zurück willst? Da hast du mir auch was mal erzählt gehabt. Ja. Ja, genau. Das Problem ist einfach, Mhm. finanziell ist das also, du kannst das klar über 'n längeren Zeitraum machen. Mhm. Dann musst du einfach, ja, glaube ich, finanziell über NGOs oder so abgesichert sein, ja. Mhm. Wenn du sagst, du machst das jetzt, freiwillig von dir aus, ich meine, wir werden alle das ganze Team wird gar nicht bezahlt, ja. Und, du musst einfach irgendwie gucken, dass das zu Hause läuft, um dann, Zeit zu finden, das dort zu machen, Mhm. ja. Und, ja, dann wechselst du eigentlich zwischen, ich sage jetzt mal, Zivilleben zu Hause, ja, dann gehst du zurück, arbeitest wieder 'n paar Wochen oder 'n Monat oder 2, ja, um hier alles erst mal wieder in Wogen zu bringen und dann gehst du dann halt wieder runter, ja. Und so switcht das eigentlich im ganzen Team immer hin und her und so handeln wir das eigentlich alle, dass wir uns das
unten finanzieren können irgendwo, ja. Ja, Ich meine, du brauchst jetzt nicht massig Geld dort unten, aber irgendwo halt schon. ja, und so. Brauchst ja Und ungefähr 400 so im Monat zum Leben in der Ukraine. Kommst du ja, durch. so circa, ja, ja, ja. Kommt ein bisschen hin. Weil, Und ein- genau, und hier in Deutschland, ja, du musst ja genau wie in der Schweiz oder in ja, Österreich oder sonst wo auf der Welt, wenn du eine Wohnung hast oder irgendwelche anderen Verpflichtungen, die ja, müssen halt einfach bezahlt werden, ja, ja, da klar. kannst du nicht vor fliehen. Und da bringt dann die Ausrede, ja, ich war im Krieg auch nicht viel. Ja, das interessiert die, glaube ich, dann auch weniger. Weil, Daher ist das einfach schwierig, ja. hm. Und Deswegen kriegen ja, wir auch klar. als Soldat Erwerbsersatzkasse, dass man noch die Rechnungen zu Hause zahlen kann. Also in der Schweiz zumindest ist es ja so. Wir sind ja alle Milizsoldaten und wenn der Tag X kommt, werden wir gerufen. Und du solltest, wenn man gefangen genommen wird, das müssen sie auch an der Gegenseite geben, damit sie dich damit versorgen. Also 5 Franken pro Tag haben dann die Russen zur Verfügung, was also so passieren sollte, genau. Und ja, für die Leute, wo gerne Max unterstützen wollen, also ganz oben im Chat, das ist die erste Chat-Nachricht gewesen, da könnt ihr gerne ihnen was spenden, wenn ihr dich unterstützen wollen, dass sie vielleicht ja, den Kaffee ausgeben dürfen Ja, oder was auch immer. das Ja, wäre auf jeden Fall sehr, sehr lieb, ja. Das ist einfach für die Zeit und je mehr ich quasi über Spendengelder sammle, desto länger kann ich quasi die Arbeit dort in der Ukraine weiterführen. Ja, das ist so hart das klingt, leider einfach so, ja. mhm. Und ja, es ist sehr schade, dass man sich das ja irgendwie leisten muss oder Ja, leisten können muss, ja, ja, das ist aber so. Es eigentlich ist, eine wichtige Arbeit tun zu ja. können, ja. Ja, also ich denke, das ist genau der Punkt, weil es ist ja nicht, dass irgendwo jemand da ist und sagt einfach, ich bezahle, damit Leben retten, regelmäßig oder Steuergelder einfach abgedrückt werden dafür. Nein, es ist halt wirklich, viele Menschen machen das freiwillig und Ja, organisieren ja. das auch selber. Es ist so, sagen wir so, selbst der größte Teil der ukrainischen Armee ist ja auch freiwillig aufentstanden, weil das alles entweder gediente Leute waren, freiwillig gemeldete oder Leute, wo sich einfach freiwillig irgendwas gemacht haben. Das hat sich einfach schnell organisiert gehabt. Es gab natürlich eine Struktur von der Armee, aber die anderen Strukturen sind alle danach gekommen. Ja. Ja, man kann das natürlich klar dann wirklich auch so machen, dass man sagt, okay, man lässt sich da irgendwie über die Armee anstellen, ja, als Combat Medic oder Mhm. sonstiges, ja, aber ich weiß halt nicht, ob man da so scharf drauf ist, in irgendwelchen Schlammgräben Ja, an der Front zu kämpfen, um dann mit den einfachsten Methoden noch nebenher zu versuchen. Ja, das ist, glaube ich, momentan der schnellste Weg, ja, irgendwie dort auch sein Leben zu verlieren. ja, Deswegen, ja, ich ja. denke, das ist eine ganz gute Alternative, Mhm. was zu tun, ohne jetzt aktiv in irgendwelchen Schlammgräben kämpfen zu müssen. Ja, Und das ist halt leider einfach unentgeltlich, ja. definitiv. Und da gibt es noch eine andere Frage, wo reingekommen ist. Was schätzt du, was stimmt eher? 40.000 Mann, wo verloren sind, oder 600.000 Mann im Ukraine-Konflikt allgemein? Auf alle ukrainischen Soldaten Oder bezogen oder auf den allgemein vom Konflikt her? Also, denkst du, dass die Zahlen stimmen, wo da teilweise präsentiert werden? Ja, also kann mir schon vorstellen, dass das stimmt. Ja, Mhm. auch, dass so viele Menschen ihr Leben gelassen haben. Ja, Ja, das ist, wenn man sich die Zahlen von Bachmut anguckt, ja, das eigentlich nur ein Fleischwolf gewesen, ja. ja. Und ja, es sind ja nicht nur Soldaten, die da sterben, ja. Das Zivilbevölkerung, die stirbt. Das sind gezielte Hinrichtungen der Zivilbevölkerung. Ähm, und das sind einfach massig, wirklich massiv viele Leute, die da Okay. gestorben sind und sterben werden, ja, das Ja, okay, passt. Ja, ja. Er sagt noch, ich hatte doch immer so ein bestimmtes Wort noch gesagt am Ende, wo für die Ukraine abwertend ist. Deswegen ja, aber ich denke, das ist trotzdem eine interessante Frage gewesen, was ist dein Eindruck dort vor Ort, ob es wirklich die Zahlen so hoch sind, wie man sie hört, oder ob sie eher tiefer sind, als man denkt. Das kann man sicher reinnehmen. Und genau, da hat noch, du, genau, das ist noch berechtigt, dass das ein abwertendes Wort ist. Genau, also, dann haben wir mal den Chat durch. Genau, von meiner Seite, genau. Also wenn Sie dich gerne unterstützen wollen, der Link ist ganz oben, geht da ganz scrollt hoch. Genau, ich werde von meiner Seite auch in den nächsten Wochen einen großen Lauf machen, damit ich das Geld auch zusammenkriege für die Ukraine. Ich werde die nächsten 2 Wochen dann genau unterwegs sein und dann könnt ihr mich auch dabei unterstützen. Und wenn ich ein bisschen mehr übrig habe, unterstütze ich auch dich gerne oder auch andere Leute, sobald wir gucken, ja, einfach sehr, wie wir sehr das gern. machen können. Weil ja, ich denke, es ist genau wichtig, dass wir da etwas machen und vorwärts
Und ich denke, solche Sachen bringen auch aufmerksam und tun auch gut aufklären. Also danke, Max, dass du mal dabei warst, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Genau, und wir werden dann am Ende des Tages, ja, denke ich, vielleicht nochmal voneinander hören, weil du hast sicher noch Doch, einen auf jeden zweiten Fall, Teil ja. von deiner Geschichte, wo jetzt weitergeht. Kann man so Genau, wir sagen. können gerne, wenn ich wieder im Einsatz bin, Mhm. können wir gerne auch von dort aus, wenn das Internet stabil genug ist, Ja, zusammen mal live gehen und ich kann euch so ein bisschen ja, sicher. aktiv live die Lage vor Ort zeigen. Ja, Mhm. das wäre, glaube ich, ganz interessant für deine Jungs. Ja, Ja, dann wird das sicher noch eine spannende Zeit. Besonders so Menschen wie du sind sehr wichtig, weil ihr, also genau so Menschen, wo halt in der Front waren, können uns Erfahrungen geben, wo wir auch im Westen dann brauchen können, falls der Konflikt noch länger geht oder sagen wir so, der Krieg für die Ukraine verloren ist, weil dann kann es gut sein, dass wir alle mal irgendwann im Schützengraben stehen. Das sind diese ja, Erfahrungswerte sehr relevant, kann man so sagen, ja. Genau, also dann werde ich mal den Livestream langsam beenden. Also ich sag mal allen, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Wir hören uns dann, morgen mache ich dann wieder einen Livestream, da können wir noch gerne da zusammen ein bisschen besprechen, was wir heute von dir gesehen haben. Und ja, dann reden wir noch ein bisschen danach und dann machen wir langsam Schluss. Wir sind jetzt schon trotzdem fast ja, 1 Stunde und 50 Minuten online gewesen mit diesen ganzen Fragen hier. Und ja, der Wolf sagt dir noch Danke, Edu sagt auch noch ja, sehr bitte, gerne. genau, also Leute sind dankbar, genau. Also,